mal starten. Machst du noch ein Feld über dein Dings oder geht das nicht über den Chat? Dann muss ich das immer aus und an machen. Ach so, nee, dann mach's. Bing, Nein, bing, 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 bing. mach einen So. Kampflok an, da passiert nichts. So, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Ruhestein, dem Wow-Talk am Sonntagmorgen. Heute unser Thema Midnight Expansion und alles, was dazugehört. Wir haben uns wieder unseren Lieblingshexer Namdam eingeladen Hallo, guten Morgen. und meine Frau Madeleine Hallo. ist natürlich auch dabei. So, wir würden dann gleich mal direkt anfangen, würde ich sagen. Genau, wir fangen eigentlich an mit dem großen Thema Midnight. Das ist das zweite Kapitel der Weltseelen-Saga. Schauplatz ist Quel'Thalas. Gegner die Leere im Zentrum von Xal'atath. Die große Frage, ist das ein Highlight oder nur ein Zwischenschritt? Boah, ich Wenn man würde, das wüsste. ja, also gefühlt von der Story her ist es ein Zwischenschritt. Weil es ist Die ja, Frage ist halt, was ist der große Plan dahinter? genau. Na, Und solange man das nicht weiß, kann man das eigentlich noch gar nicht so pauschal beantworten, würde ich jetzt mal sagen. ne. Und es gab ja so viel Philosophien darüber, welche möglichen Schritte die gute Dame da mit den schönen Füßen geplant hat. Ja. Aber so gut wie jede Spekulation wurde über den Haufen geworfen. Jetzt sind wir doch in Silbermond gelandet. Ja, endlich wurden die Elfen mal wieder mit eingebunden. Die waren ja lange Zeit hier auf ihrer Insel allein gelassen. Also hier war ja wirklich komplett tote Hose. Hier war ja nichts. Weder Content noch äh, Questing noch mit seinem Charakter starten oder sonst irgendwas. Ja gut, ich habe aber das Startgebiet der Blutelfen, also ich habe das gemacht, ich habe das echt gerne gespielt. Ja, ja, ich habe das damals auch komplett gespielt, aber heutzutage starten ja alle auf dieser komischen Insel da, wenn man Ja, das das stimmt. anklickt und dann kriegt man ja von den Zonen gar nichts mit. Es geht halt auch schneller, ne? Aber gerade Ja, Immersangwald ist ja echt ein schönes Gebiet an sich. genau. Und gerade auch die unterschiedlichen Farben von den Bäumen, die Zerstörung, die der Krieg hier angerichtet hat gegen die Legion und so weiter, das ist schon beeindruckend, was hier Mhm. zusammengebaut Ja, wurde damals. auch die Architektur, die ist echt schön, finde ich. Ja, Ist halt, wurde schon länger Zeit, glaube ich, dass man dieses Gebiet auch mal überarbeitet. ja. Wie Ach, gesagt, Alter, dass man mal fliegen kann. es ist auch viel zu schön, wenn man jetzt hier mal so guckt, so die Bäume und Zelte und Blätter, als dass das hier einfach versauert, so finde ich. Ja, das stimmt. Ich habe mir eigentlich schon immer gewünscht, dass Silbermond mal so ein Quest-Hub war. Oder so ein Main-Hub für eine Expansion. Und Mhm. jetzt haben wir den Salat. Ich bin mal gespannt, ob die das so ein bisschen verbinden werden, hier die Landmasse an sich, mit der Insel aus BC oben im Norden, wo Sunwell ist. Mit Quel'Danas meinst du? Weil in dem Trailer wurde ja so ein bisschen gezeigt, die kämpfen quasi auf der Mauer, aber die rennt mal eben kurz zum Sunwell hin. Also das muss ja dann, muss es ja eine Landmasse sein mittlerweile. Irgendwie schon, ja. Ah ja, technisch gesehen, ne, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, gehört sowohl Geisterlande als auch Immersangwald sowie Insel von Quel'Danas zur Scherbenwelt. Also instanziert betrachtet sind Mhm. wir jetzt gerade in der Scherbenwelt. Mhm. Das ist crazy. Ja. Ähm, ich habe die Tage noch gelesen, dass sie tatsächlich noch mehr Elfenvölker machen möchten, die hier jetzt Okay. dann demnächst auch eine Rolle spielen werden. Ich bin gespannt, inwieweit, weil am Anfang jetzt stürzen sich ja wohl viel auf die Trolle und auf die Schlacht an sich um die Stadt. Mhm. Und mal sehen, wir kämpfen ja angeblich auch im ersten Raid schon gegen Xal'atath oder zumindest ihre Bastionen. Ob sie dann wieder mit ihren nackten Füßen davonläuft oder
wie sich das dann auf die Story auswirkt oder ob sie dann doch am Ende gut ist und alles nur gespielt hat, weil sie uns retten wollte oder was auch immer. Gab ja jetzt schon so Ja. viele Wendungen in der Salazar-Story, da blickt man ja eh nicht mehr durch, was jetzt Aber ich ist. sag mal, allein wenn man die letzten Worte von ihr betrachtet, die sie zu Alleria sagt, nachdem Dimensius fällt, Ja. dass sie das nächste Mal keine Rücksicht nimmt und sie alles vernichten wird, was ja heilig ist, glaube ich nicht, dass die Dame da noch was Besseres zum Vorschein bringt als ihre Füße. Das ist natürlich, ja, es ist ja jetzt aber schon öfter so gewesen, dass sie sagt, oh, sie wird uns alle vernichten. Dann war es, oh nee, doch nicht, wir müssen doch zusammenarbeiten und dann wieder doch, oh, wir müssen euch alle vernichten. Ja, aber sind wir mal ehrlich, ich meine, letztlich gehört sie irgendwo zur Lehre und Lehre ist immer auch alte Götter und Intrigen und ja, halt irgendwo mitspielen, um sich Vorteile davon zu verschaffen, um am Ende doch der Sieger zu sein. Mhm. Und das ist halt ne, typisch Xalatath, typisch Lehre, typisch alte Götter. Also ich glaube nicht, dass die wirklich was Gutes im Schilde führt. Man weiß jetzt nicht, ich meine, der Kerkermeister hatte ja auch am Ende seiner Tage gesagt, dass da irgendwas kommen wird, worauf wir uns nicht quasi vorbereitet haben oder vorbereiten können. Und wir wissen ja nicht, was da auf uns zukommt und ob es jetzt das ist, was er damit meinte. Man weiß es nicht. Man weiß es Ja, nicht. Es ist alles noch, obwohl wir schon so viele Add-ons jetzt durch haben und so viel Story durch haben, weiß man immer noch nicht, was jetzt der Plan dahinter ist, letzten Endes. richtig. Es gab ja immer irgendwo so diesen einen Villain, diesen einen großen, bösen Endgegner in dem Addon. Mhm. Hattest du immer mal so kleine, na, mal so einen Fyrak, den kein Schwein mochte und den auch keiner interessiert hat. Dann irgendwie so eine Rasageth oder Ja, sowas. es haben sich alle für den großen Steinbruder interessiert, aber der ist ja dann einfach verschwunden und Ja, seitdem hört man ja von dem auch nichts mehr. das ist richtig. Aber die Frage ist Xalatath der jetzt so richtig große Böse? Weil eigentlich dachten wir immer alle, die arbeitet irgendwie mit Dimensius zusammen und Dimensius ist der große Böse. Aber Es wurde ja falsch gedacht. spekuliert oder zusammengedichtet, dass die Storm, die neue Zone, dass das der ehemalige Heimatplanet von Xalatath ist und sie sich an uns rächen möchte für die Vernichtung ihres Planeten. Man weiß aber nicht genau, wie das alles zusammenhängt. Ja, was können wir denn dafür, dass die Bude da hochgegangen ist? Das werden wir dann wahrscheinlich erfahren. Hoffe ich, denke ich, vielleicht. Mal gucken. Und ich glaube nicht, dass Xalatath das so geil findet, wenn wir dann ihre Freunde da in ihrem neuen Raid da so die Tür eintreten und sie dann wieder verschwindet. Wer mag das schon? Aber weil du gerade gesagt hast, Elfenvölker etc. Stichwort, Stichwort Haranir. Mhm. Was findet ihr? Was haltet ihr von denen? Wie findet ihr die? Die Haranier, warte, ich habe hier sogar was vorbereitet für die Haranier. Das neue, große, spielbare Volk. Also ich finde es ganz cool, dass wieder eine neue Klasse kommt und finde es auch gut, dass es eher so im Content eingebunden ist zum Freispielen wie die Irdenen jetzt, dass du da nicht noch ein Salto schlagen musst, um die frei zu spielen. Die Frage ist, keine Ahnung, sind sie eigenständig genug oder wirken sie eher wie so ein weiterer Elfenskin? Hm. Ja, ist soweit ich weiß, ist es ja so eine Kombination aus Nachtelf und Troll. Genau. Irgendwie. Und die sind so ähnlich wie die Pandaren, die sind erst neutral und man kann sich dann wohl entscheiden, welcher Fraktion man sich anschließt. Das heißt, Hm. die Trolle könnten zu den Allianzlern kommen und die Elfen könnten dann quasi spielbar sein für die Hordler, so ein bisschen. Ja. Das Ding ist, wann haben wir denn überhaupt das erste Mal von den Haranir gehört? Am Anfang von TWW, glaube ich. Vorher gab es die Vorher nie. war da nie irgendwie, hat jemand was über die gesagt. Nö. Also ich habe es bewusst noch nie wahrgenommen. Ne, ne? Und dann hatten die aber auch nur ihr kleines Mini-Hub da in Ashkahet.
die kleine Ecke mit den Mhm. paar Wurzeln und das war's eigentlich. Deswegen wundert es mich jetzt so ein bisschen, wo sie die wieder ausgebuddelt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Tja. Ja. Findet ihr denn wichtig, dass Blizzard immer wieder neue Völker reinbringt? Und habt ihr vor, ein Haranier zu spielen oder einen eurer Charaktere dann zum Haranier zu machen? Also ich persönlich finde die jetzt nicht so überragend, bin ich ehrlich. Also rein optisch gefallen die mir nicht. Die Story dahinter ist nicht so meins, bin ich auch ehrlich. Ähm, bin auch nicht so der Troll-Fan. Deswegen, also mal so, ich schätze ja mal, dass sie auch ein eigenes Startgebiet haben werden, dass es da irgendeine Questline geben wird, dass man so ein bisschen mehr die Lore dahinter versteht. Vielleicht fixt einen das noch ein bisschen mehr an, wenn man das mal gespielt hat. Weil es halt wirklich interessant und gut gemacht ist. Das Problem ist, was ich einfach finde, wenn man aus der Lore her mal schaut, da gibt es ja keine zu. Es gibt jetzt nichts, wo du dich jetzt dafür interessieren könntest. Also Ja. Die haben so irgendwie, viele, die waren auf einmal da und viel Spaß. ja, die hatten so viele Völker, Klassen, Kombinationen, die sie hätten machen können. Und dann zaubern sie Ja, wie lange, irgendeine Erdenrasse aus dem Hut, die irgendwo unter der wie Erde lange lebt. wünscht sich die Community schon spielbare Naga zum Beispiel? Ja, das Oder wäre die, ja die auch nicht das Verlassenen zum Problem. Beispiel haben sich auch manche gewünscht, ne? Ja, Diese verlassenen Draenei da. Hier, wie heißen die, nee, wie heißen die? Äh, Ausgestoßenen, keine Ahnung, da in Innerscherbenwelt halt. ja, die gibt's ja jetzt. Aber nicht als spielbare Rasse. Nee, aber als Customization Option für Draenei. Ja, das stimmt, aber die haben es halt auch wieder über Umwege Ja, nur diese hinzugefügt, ne? Customization Options hätten sie auch für Nachtelfen machen können, dass man sich Hätten sie ab und einfach, zu genau. mal in Naga verwandeln kann oder so. Das wäre ja nicht das Problem, aber Oder für Haranier, dass man sagt, ja, okay, Trolle und Nachtelfen, dann hätte man es auch auf beiden Seiten, hätte man als Customization machen können und man bringt eine schönere Rasse oder so. ja. Oder Weiß ich man nicht. hätte sich einfach auf die Elfen gestürzt und hätte jetzt gesagt, hier kommen Ja, jetzt die neuen Elfenvölker oder sowas. Alles möglich, aber ja, die Harani aus dem Hut zu zaubern und im nächsten Add-on, zack, spielbare Rasse, man weiß nichts über die, wie soll man sich denn darauf freuen? ja, das ist eben das, ne? Und wie gesagt, optisch ist das jetzt auch nicht so, so der Burner, finde ich. Also es gibt schon viele coole Optionen, glaube ich. Man kann da schon viele coole Sachen machen, auch gerade mit diesen Wurzeln und Stacheln und die Rüstungen sehen auch cool aus. Aber Ja, wenn man sich so Bilder manchmal so ein bisschen anguckt, dann muss ich auch manchmal so ein bisschen an die, gerade die Rüstung, das Transmog, mm, muss ich so ein bisschen an die Drust denken. so ein bisschen, ja. Nicht, dass sie da noch irgendwelche Verbindungen haben, weil von den Drust haben wir ja auch ewig nichts gehört. Ja, die waren auch auf einmal da und dann war vorbei. Und dann waren sie wieder weg. Die waren nämlich auch ziemlich cool, ja. Das wäre ja auch, oder war definitiv, habe ich gelesen, ein Wunsch, dass die da mal noch weitergeführt werden. Und viele haben ja auch spekuliert, dass die Drust irgendwie nochmal in Midnight oder Mhm. irgendwo in der World Soul Saga vorkommen. Eben weil man so lange nichts von denen gehört hat. Ne? Ja, da wir die Dämonen ja jetzt schon 100-mal verprügelt haben, müssen ja jetzt irgendwelche alten Feinde wiederkommen, damit wir was zu tun kriegen. Ja gut, Dämonen, die sind ja quasi unsterblich. Ja, Also aber solange wenn die die nicht in jetzt ihrer wieder Domäne anfangen beseitigt mit die werden. Legion greift uns an, dann weiß ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also ich denke, dass das Thema Legion ist abgehakt. Noch nicht hundertprozentig, man weiß nicht, was Illidan mit Sargeras da bei dem Kaffeekränzchen im Weltall macht. Ja, Aber, ne? genau. Also so ganz vorbei wird es nicht sein und der hat wahrscheinlich auch noch Bock, der Typ. Und der hat ja auch noch was bei uns auf dem Planeten vergessen. Ja? So ein Buttermesser. Mhm. Also irgendwas kommt da schon noch. Ja, es gibt kein Schwert. Genau, what's what? Ja, what's what? T-Shirt wollte ich mir immer noch bestellen. Na gut. Findet ihr es im Prinzip gut, dass Blizzard jetzt mal so eine Saga gemacht hat, quasi aus 3 Add-ons? Oder wünscht ihr euch lieber wieder so eigenständige Erweiterungen, die dann abgeschlossen sind? Ich finde es besser, tatsächlich, als immer nur einmal ein Boss, Add-on, tot, tschüss. Ich finde es hat Vor- und Nachteile. Also der
beziehungsweise der Nachteil ist so ein bisschen anders. Als ich damals die BlizzCon gesehen habe, den Stream, und er das so angekündigt hat, mein Namensvetter, der gute alte Chris Metzen, ähm, war ich erst so, okay. Also so ein Add-on geht immer so 2 Jahre. Wenn das jetzt 3 Add-ons sind, haben wir die nächsten 6 Jahre ausgesorgt. Äh, Ist das jetzt cool, wenn du jetzt quasi die nächsten 6 Jahre schon mehr oder weniger weißt, was auf dich zukommt? Das war so mein erster Gedanke. Ne, das ist ja schon ein ziemlich Ja, langfristiger Spoiler. Ja, tatsächlich weiß man Und ja trotzdem genauso viel wie vorher, ne? genau, und das ist ja dann das Thema, ne? Man hat zwar so die Add-on-Namen gehört, aber gerade Midnight, klar, dass da irgendwas mit Leere ist und dass da irgendwas mit Dunkelheit und, ne? Das war so ein bisschen klar. Aber auch Last Titan kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ne, Alle denken sie entweder, es könnte Sagaras sein, er ist ja ein Titan. Äh, Könnte sein, die Titanen an sich kommen zurück, haben sie auch gesagt, dass die wiederkommen. könnte auch sein, dass Illidan jetzt zum Titan geworden ist, da oben in seinem Schwurbelland. Richtig, ne? Azeroth ist ja irgendwie auch noch so ein ungeborener Titan. Ja. Da weiß man auch noch nicht so richtig, was da man sich drunter vorstellen kann. Und ich sag mal, deswegen die Lore oder der Spaß oder die Vorfreude darauf geht nicht verloren, weil man trotzdem nicht mehr weiß, als wenn es nur ein Addon wäre. Was Genau. Man weiß nur, es quasi. geht auf jeden Fall weiter, ohne dass man Angst haben muss. Genau, Wie lange brauchen die denn jetzt fürs nächste Addon? genau. Also ich sag mal, das ist dann wieder der Vorteil, ne? Du kannst ja, du weißt, okay, die nächsten 6 Jahre sind eigentlich safe. So lange Ja, gibt's WoW noch. genau. Dann hatten sie ja auch am Anfang, hatten sie ja so ein bisschen gespoilert, von wegen hier Midnight wird eher in die Klassikgebiete gehen und Überarbeitungen und Genau, dass Last Titan dann tatsächlich wieder nach Nordend geht und mit da Überarbeitungen von den genau. Gebieten hantieren wird. Würde sich ja anbieten. Ich habe ja jetzt die letzten Tage im Stream auch die ganzen Gebiete da durchgequestet. Da ist schon sehr viel mit Titanen und Irdenen und also was anderes Klar. würde sich gar nicht, glaube ich, anbieten, um irgendwie den Last Titan da zu bespielen. Allein Ulduar ist ja so die Titanenfestung Ja, ja. schlechthin, ne? Das Gefängnis von Yogg-Saron. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich fand es dann doch cooler, als ich erst dachte mit dieser World Tour Saga. Weil man sich halt trotzdem auf die einzelnen Add-ons freut. Fände es aber jetzt blöd, wenn sie es jetzt nur noch so machen. ja. Also es darf auch dann gerne von mir aus nochmal eine Saga mit 3 kommen, aber muss jetzt nicht sein, dass das jetzt die ganze Zeit weitergeht. Man weiß ja auch nicht, wann hier mal Ende ist. Ne? Das gab schon so oft, wo du dir dachtest, okay, jetzt fahren die Server runter, drücken Knopf, ziehen Stecker. Das werden sie, Ähm, also machen werden sie es irgendwann, aber die klar, werden es 100 Pro in irgendeiner Art und Weise weitermachen. genau. Weil die Nur, dass haben es ja halt ein irgendwas anderes Spiel immer ist oder noch so. Hunderttausende von Spielern, die bezahlen und kaufen. Und gerade Ja. wenn man sich die Umsatzzahlen der Mounts und so weiter anguckt. Ich sag nur den Dino Ja, letztes ich Jahr. sag ja, genau, der Dino letztes Jahr, der einfach komplett alles gesprengt hat. Da haben sie wahrscheinlich die nächsten 3 Add-ons mitfinanziert. Ja, kann gut sein. Und ich würde mich nicht wundern, wenn dieses Jahr zum Geburtstag der Dino entweder wiederkommt oder die da noch irgendwelche Special Packs raushauen, wo du wieder das Portemonnaie öffnen kannst. Wäre ja auch Ja, dumm, wenn nicht. Ja, Also sind wir ja mal ehrlich, ne? Die wollen ja Geld ja. verdienen. Wir nutzen das rege. Ja, aber lieber Mounts und Customizations, als wenn sie dann irgendwann anfangen, da irgendwie Gold oder so in den Shop zu machen. ja, wenn das dann irgendwie, ja gut, Gold gibt es ja effektiv, wenn man so Ja. nimmt, schon durch Ja, die WoW-Marke. aber du kannst es dir halt, wenn du nicht doof bist, einfach erspielen. Also es ist wirklich nicht Ja, schwer. Ja, es geht ja darum, wenn sie dann irgendwie so Monatspackages noch zusätzlich machen, wo du halt einen Vorteil draus ziehst. Also wenn das in den Shop kommt, ist, glaube ich, Ja, ja, wenn schwierig. das Pay to Win wird, also Ja, dann ja, wenn werden die sie definitiv auch Spieler verlieren. zum Beispiel den Trading Post gegen Echtgeld machen würden, dann würde ich auf jeden Fall sagen, hier, komm, jetzt ist aber gut. Aber solange sie das Modell so belassen, ist das ja ein Win-Win für alle, glaube ich. Ja, genau.
Wir waren ja gerade schon mal bei den Zonen und dass Midnight uns dann zurückführt nach Quel'Thalas. Das ikonische Gebiet der Blutelfen, das seit 2007 kaum noch neue Inhalte erfahren hat. Und jetzt kehren wir dahin zurück und die Frage ist, reicht es, alte Gebiete wie Silbermond und Geisterlande aufzupolieren oder erwartet ihr von einer neuen Erweiterung komplett neue Regionen? Also es ist ja jetzt eigentlich wirklich nur eine Komplettüberarbeitung. Also, wenn die Komplettüberarbeitung so gemacht wird, in der Art und Weise, wie ich die Bilder und Screenshot jetzt gesehen habe, dann bitte überarbeitet das ganze Spiel so. Ja, ne? Ich sag nur Cataclysm, ne? Ja, Also das war ja dann wirklich so die einzigen 3 Zonen, wenn man jetzt die Insel oben nochmal als einzelne Zone sieht, sonst 2 Zonen, die nicht überarbeitet wurden. Wenn man jetzt natürlich mal vergleicht, welch Mühe, Aufwand die von WOTLK zu Kata reingesteckt haben, um 2 gesamte Kontinente zu überarbeiten und dann mal sich vor Augen führt, was sie jetzt noch machen für Midnight, also 3 Zonen. ja gut, die Mm. Zonen, wenn die Zonen sind ja aber auch Dragon Riding freundlich. Das heißt, sie sind ja teilweise so groß wie 5 Zonen von Classic, ne? Ja, ja, jein. Und Guck mal, du hattest ja alleine schon in Katar damals, wurde der Hyal komplett gestaltet, den du vorher nicht betreten, also schon betreten konntest, wenn ja, du wusstest wie, oder halt nur im Raid. Du hast das Schattenhochland dazu bekommen, du hast eine komplette Unterwasserwelt mit Vashir dazu bekommen. Also das war schon, also du hast es war effektiv schon eine viel, ja. Komplettüberarbeitung von 2 Kontinenten gehabt, plus neue Zonen. Und jetzt werden nur, in Anführungszeichen, 2,5 Zonen überarbeitet? Weiß ich nicht. Ich finde es schon ein bisschen Es sind wenig. schon 4. Ja, Also ja, 4 wenn man neue. jetzt das Ja, neue Gebiet hier in die Lernspitze oder wie es heißt, ne? genau, Lernsturm, dann ja, okay. Und ich sag mal so, Geisterlande kommt ja auch noch Sulaman hinten dran. Das genau. ist okay, ja. Aber schon finde ich, dass das relativ mau ausfällt. Also ich hätte schon, oder mit Sicherheit wird es in, was ist das dann? 13.2, 13.1, keine Ahnung, irgendwie nochmal so eine Babyzone dazukommen, wie diese lustige Insel da, die wir jetzt hier in 12 Punkt, was weiß ich, Die hatten. Frage ist Ja. ja, haben sie in Katar in den Patches auch ganze Zonen reingemacht oder ist das jetzt quasi neu? Wie meinst du? Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel in diesem Add-on einfach mal kurz Undermine und die Insel Karisch. und komplett Karesh bekommen. Und wenn die das zum Beispiel am Anfang des Add-ons schon ankündigen würden, dass dann noch 2, 3 Zonen dazukommen, dann ist das schon viel. Im Gegensatz zu dem. Ja, aber überleg mal, was die für einen Aufwand hatten, die gesamte Spielwelt zu überarbeiten, weil nichts oder keine einzige Zone war in Classic, also in dem Vanilla-Content, war dafür ausgelegt, dort fliegen zu können. Das heißt, jeglicher Berg war oben glatt abgeschnitten. Ähm, Es war alles noch mit steinalten Texturen versehen, die wurden teilweise komplett überarbeitet. Die ganzen Wälder und sowas, die waren überhaupt nicht so gesetzt, dass man hätte da drüber fliegen können. Ich meine, guck dir mal allein Silbermond jetzt von oben an. Das sieht aus wie so ein Kartenhaus. Ja, Da gibt es ja Bilder und Videos, kann man sich ja angucken. Das ist halt alles überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass das von oben gesehen wird. Und so sah die gesamte Classic-Welt aus. Der Aufwand, der da dahinter steckte, das war brachial. Also ich finde, das ist schon ein wesentlich geringerer Aufwand, jetzt die Sachen hier so ein bisschen zu überarbeiten, mal noch so ein Lernsturmzonen-Ding da hinzuzupacken. ich habe hier tatsächlich Weiß ein paar nicht. coole Bilder zusammengestellt. Die kannst du ja mal reinschauen, weil ich glaube, dass das nicht mit mal kurz überarbeiten fertig geworden ist. Genau, dann sind wir ja Du, ich habe bei, sowieso keine Ahnung davon. ja, bei Bin kein Programmierer oder Silbermond. so. Silbermond wird ja die neue Hauptstadt und zentrale Anlaufstelle der neuen Erweiterung. Und die Frage ist, wird das eine echte lebendige Hauptstadt wie Shattrath oder Dalaran? Oder wird es eventuell wesentlich leerer, auch zum Beispiel durch das Housing? Das könnte sein. Ich denke, es wird eine richtige Hauptstadt. Also das wird
Die machen aus Silbermond das, was sich viele mit Suramar gewünscht haben, glaube ich. Suramar ist ja nochmal, keine Ahnung, 3-mal so groß wie Silbermond. Ja, Ähm, aber Silbermond ist halt prädestiniert. Das ist halt, A, wie wir anfangs schon gesagt haben, ewig nicht besucht worden. Keiner hat sich um diese Stadt hier geschert. Und ich sag mal, der Angriff selber wird, soweit ich weiß, ja eh auf dem Sonnenbrunnen stattfinden. Genau, und das ist auch der ja, Raid dann. So. Und die greifen ja Silbermond effektiv nicht an, sonst könnten wir da ja nicht leben. Ja, also ich denke schon, dass Silbermond so à la Shatrat, Dalaran wird, plus in größer und schöner. Ja. Da wird schon echt viel los sein. Also so Donegal, wie jetzt Donegal ist, ne? okay. Also meinst du nicht oder ihr, dass sich die Spieler dann vielleicht eher in ihren Häusern treffen? Also es ist ja nicht bekannt, ob man da dann langfristig vielleicht einen AHA-Händler auch hat, eine Bank und so weiter, dass das vielleicht gar nicht mehr animiert, in der Hauptstadt zu gehen. Das kommt eben drauf an. Ich sag mal, wenn ich mich zurückerinnere in Warlords of Draenor, als du dann wirklich in deiner Garnison dort das so aufgebaut hast oder so weit freispielen konntest, dass du dort wirklich dann alles hattest, was eine Hauptstadt zu bieten hat. Dann wird es schwierig, weil dann wird es schon ziemlich leer. Aber ich sag mal, bei WoD hattest du auch nicht so den Quest-Hub oder Ja, den Main-Hub. Da hattest du später dann noch Ashran, da war dann ein bisschen was los, aber sonst hattest du ja nichts. Du hattest deine Garnison, das war so dein Hub. Und wenn du im Haus dann wirklich auch irgendwann alles hast, dann kann es gut sein, dass die Städte wieder verlassen sind, weil wieso solltest du jetzt nochmal in eine Hauptstadt gehen, wenn du zu Hause alles hast? Ich ja, denke, dass genau. deshalb werden sie es nämlich nicht machen. Genau, das glaube ich auch nicht. Also Housing wird ein Gimmick werden, wo du dich ähm, auslassen kannst, aber wo du keine massiven Vorteile haben solltest. Ja, das haben sie ja gesagt. Es soll keine einzigen Ingame-Vorteile geben vom Housing. Es ist rein dekorativ und für die Community gedacht. Kosmetisch, Ja, genau. genau. Genau, und wenn ihr Ja, mehr finde ich auch gut so. Infos zum Housing hören wollt, haben wir in unserer ersten Folge letzte Woche schon fast 2 Stunden darüber diskutiert. Ja. Genau, aber wir waren auch gerade dabei zu sagen, wo denn der Endkampf stattfindet. Passt es denn für euch, dass Quel'Thalas als Schauplatz für den großen Voidkrieg dient, oder hättet ihr euch eher einen anderen Ort für diese Story gewünscht? Eigentlich gibt es keinen anderen Ort, weil Licht gegen Schatten und da der Lichtbrunnen hier steht, der Sonnenbrunnen, gab es, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit, als gegen Licht gegen Schatten hier irgendwo auszutragen. Ja, viele erinnern sich vielleicht zurück, also das ist Spekulation, ne? Ähm, Sargeras, der gute Alte, hatte ja auch mal schon im Sonnenbrunnen so ein bisschen zu tun gehabt. Ne? Weil wenn man sich zurückerinnert an den Raid damals Sunwell in Burning Crusade, da wurde ja Gil'jaeden beschworen. Ja. Also das Interesse war da ja schon groß. Ja, die Dämonen Und wollten den ja allein, auch haben. Ja. allein um den Bogen zu spannen, vielleicht zu The War Within, äh, The Last Titan meine ich, hat das ja irgendwie schon wieder mit Titanen zu tun und allein deswegen finde ich interessant, dass man das jetzt hier so ein bisschen als Schauplatz nutzt. Gerade das Sunwell Plateau. Wobei es ja die erste Season des Add-ons wird, ne? Midnight. Man weiß ja nicht, was in der zweiten und dritten Season noch passiert. Ja, genau. Aber ich finde, das ist schon ein sinnvoller Schauplatz. Ähm, war ja auch eine Spekulation, dass irgendwas mit dem Sonnenbrunnen passieren wird, weil das so die letzte Quelle der Macht ist. Ja, und ohne die Finde Quelle, ich ohne passt. den Sunwell sind die Elfen ja auch alle ziemlich verloren. Zumindest Blutelfen und Hochelfen und Konsorten. Ja. Und alle Paladine, die ja hauptsächlich ihre heilige Magie aus dem Brunnen beziehen. Oder die gucken mal einen Sturm in der Kathedrale vorbei, da können sie vielleicht auch noch was kriegen. Mal gucken. Ja, abgefüllt Aber in Flaschen.
Genau. Nee. Genau, Ich find's gut. jetzt sind wir ja quasi schon so ein bisschen im Raid-Thema und seit langem ist es mal wieder so, dass Blizzard plant, nicht nur einen großen Raid zu machen mit vielen Bossen, sondern eher mehrere kleine Raids. Es sollen ja 3 Raids kommen, einer mit 6 Bossen, einer mit 2 und Genau. einer mit einem Boss. Was findet ihr persönlich besser, so als Raider? Gefällt euch das, dass es jetzt wieder 3 kleinere sind? Ich finde die Abwechslung gut, dass man nicht nur in einem Raid hockt. Ich meine, waren wir sogar andere, glaube ich, haben noch 1, 2, 3 Wochen vor der Gamescom, wo das ja dann quasi gepublished wurde, noch drüber philosophiert, dass es doch eigentlich ganz cool wäre, wenn es mal wieder so einen Raid-Aufbau gäbe, wie es jetzt zu BFA war mit, wie heißt er doch gleich da unten, wo man auch nur so 2 Bosse hatte. Mir liegt's auf der Zunge. BFA, Ewiger Palast, nee, das war hier Tiegel der Stürme zum ja, Beispiel. Hat's ja auch nur 2 Bosse. sowas wie in Nordend auch, dass man einfach Genau, Ascharos Nordend. Kammer, ein Boss, kann man jede Woche einmal killen. Ja, oder so zu BC-Zeiten halt Gruel oder Ja, Genau. Onyxia in Also ich finde es sehr, sehr Classic-Zeiten. cool. Ich habe mich schon, wie gesagt, darauf mehr oder weniger gefreut, dass es schon schön wäre, wenn es mal wieder gesplittete Raids gäbe. vor allem auch verschiedene Stories in den Raids. Nicht Mhm. immer nur eine Story, ein Raid, ein Endboss fertig, sondern verschiedene Stories, verschiedene Bosse, wahrscheinlich auch verschiedene Mechaniken und Ästhetiken in den Raids. Ich habe die 3 Raids auch hier mal Ja, eingeblendet. Der Raid Dreamrift wird nämlich einen Boss haben. Das wird wahrscheinlich der Endboss der Haranir sein. In der Story oder der Endboss vom Gebiet allgemein, der ihn dann in den Raid führt. Der March an Quel'Thalas ist der letzte Raid. Der wird ein paar Wochen versetzt zu den anderen beiden released. Und als guter Letzt haben wir The Voidspire. Das ist die Burg von Xal'atath. Die werden wir als erstes raiden wahrscheinlich. Und die Genau. hat 6 Bosse. unterm Also Strich hast du ja trotzdem dann, ein Boss mehr. genau, aber Ja, trotzdem irgendwo so die gleiche Anzahl, ne? Ja, genau. Aber man hat halt wenigstens ein bisschen Abwechslung. Ich finde es ganz cool, wenn man nicht in einer Ästhetik, in einem Void, jetzt wie in unserem aktuellen Raid, alles Void, 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 überall Void, alles ist Void. Nee, du gehst mal in den Ja, Wald, du campst in der Stadt, machst wahrscheinlich irgendwie eine Verteidigung der Festung oder was. Keine Ahnung, ob sie da vielleicht auch irgendwelche Wellen an Monstern reintun, die dann gekillt werden müssen oder sowas als Boss. Sowas gab es ja auch schon lange nicht mehr, dass man einfach nicht also nur so à la einen Boss Hyal, ne? bekämpft, sondern dass man ein Event als Boss hat, quasi, was man meistern muss. Genau. Also so Hyal war nicht schlecht. Gut, da hast du ja auch die 12 oder 15 Wellen gehabt und dann kam ein Boss. Genau, Dann hattest du eine Verschnaufpause, dann kam wieder X Wellen, dann kam ein Boss, dann musstest du Trash machen, zur anderen Fraktion rüberreiten, mit denen dann das gleiche machen und dann halt so ein Endboss in der Mitte. Fand ich damals schon ziemlich cool, Schlacht im Berghügel. genau. Vor allem, weil es auch Oder viel, eben dann auch viel, sowas wie Prüfung des Kreuzfahrers war auch als Abwechslung ja, echt cool. ja, sowas werden wir ja jetzt als Dungeon bekommen. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der in der ersten Season schon kommt, aber in der zweiten wird er ja dann kommen. Dann wird es auf jeden Fall lustig, wenn man in der M Plus ist und einfach nur gegen Bosse kämpft. Ja, der nervige Trash. Gibt ja, es dann auch Single-Target-Skillungen Ja, für? da wirst du wahrscheinlich wahrscheinlich. nur im Single-Target da reingehen, ja. Ja. Genau, aber wir bleiben mal noch ein bisschen bei dem Raid-Thema. Was meint ihr, bringt diese Unterteilung in 3 Raids auch als Vorteile für eine Gilde unter dem Aspekt, dass man ja vielleicht dann an dem einen Boss sich nicht den Arsch abwipen muss, sondern auch Alternativen hat, die man dann legen kann, die man jetzt vielleicht nicht hat? Ich denke, der Vorteil ist gegeben, gerade in den Raids, wo nur 2 Bosse sind oder ein Boss, dass man, wenn man den auf Mythic legt, dann kann man ja sagen, ey, guck mal, wir haben einen Mythic Raid gecleart. Oder hey, guck mal, wir können uns da Mythic abholen, weil dieser Boss ist einfacher als die anderen.
wo wir gerade dran stehen, in dem großen Raid, komm, wir machen noch die zwei kleinen Bosse in den anderen Raids, die da einzeln rumtouren, weil die können wir auf Mythic legen und da können wir unser Gear abholen. Du hast halt mehrere Anlaufstellen, ne? Also Ja, das ist so ein bisschen wie wenn du, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Alteingesessenen kennst, Ulduar. Ähm, bloß mal als Beispiel, wenn du den ersten Boss da gemacht hast, ne, mit den Mopeds und so und Ja. den Verwüstungen, Belagerungsmaschinenkram, konntest du dich entscheiden, ob du links zu dem Feuer-Titan-Typi gehst, rechts zu Klingenschuppe heißt sie, glaube ich, oder halt gerade durch zu unserem Riesenbaby also XC. alternativ, du hast Genau, du Alternativen. hast halt verschiedene Wege, Ja, wo du hingehst, wo du sagst, okay, wenn es jetzt mit dem nicht klappt, dann gehen wir halt erstmal dahin oder man nimmt jetzt den einen Boss dann auch mit, weil da eben das Beast-Trinket for everyone droppt. Ja. Irgendwie so, also die Idee dahinter ist ja per se die gleiche. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich denke, das hat nur Vorteile, weil man eben mehrere Anlaufstellen hat. Du hast jetzt so diese Reisen zwischen den Raids. Es wird jetzt den einschlägigen Raidleiter wieder ankotzen, weil du wieder irgendwelche Pausen zwischendrin ja, hast, wo die oder wieder Leute hin 10 und her Leute, die reisen müssen. geportet werden müssen, ja. Richtig, da fallen mir so einige ein, die bei uns im Raid da wahrscheinlich eine Weile brauchen, bis sie ankommen. Naja, pro Port 10.000 Goldmine Ja, rüber. Ja, ja, ne, ich bin Hexe, ich kann drinnen porten, ne? genau. Ich habe keine Splitter gefarmt, heute gibt es keine Boards. Genau, ausverkauft. Nein, also ich denke, das ist eine gute Geschichte. Also, Ja. Was die Community vielleicht so sieht, und wir haben ja selber in den letzten Wochen so ein bisschen mitgefiebert beim World First Race. Wie kann Blizzard das gut gestalten? Weil die Raids kommen ja so ein bisschen nacheinander auch. Oder sagen die dann so, ja, du musst nur den ersten, oder müssen sie tatsächlich dann alles clearen auf Mythic? Weil, ich meine, so lange gibt es ja, klar, früher gab es die First Races auch, aber nicht so extrem, wie Ich es weiß jetzt nicht, ist. ob sie sich sagen, hier den einen Boss in dem einen Raid, der da kommt, den lassen wir. Wir machen erstmal den Sechser clear und sagen dann, ja, wir haben den großen Raid World First. Ich glaube nicht, dass sie das müsste ja in den anderen Add-ons auch schon gewesen sein. Aber da haben sie da ich schon glaube, es mal. gab pro Raid einen Race. Die Frage ist, was ich mich gerade frage, haben sie jemals zwei Raids gleichzeitig released? Hm, ich glaube, also BFA Legion bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube es nicht. Die kamen auch nacheinander. Ja, das ist das. Ich Ähm, glaube, das gab es noch nicht. in WOTLK müsste theoretisch das Auge der Ewigkeit parallel mit Archivons Kammer verfügbar gewesen sein. Aber du hast ja sowohl in Archivons Kammer hast ja nur 4 Bosse effektiv gesehen und in Auge der Ewigkeit gerade mal nur einen mit Maligos. Aber da gab es Aber ja ich auch meine, die kamen da gleichzeitig. gab es ja auch keine Schwierigkeitsstufen. Nee, nee. Naja, gut, 10er und 25er. Ne, das Ja. war da die Schwierigkeitsunterteilung. Aber da war ja nichts flexibel oder so. Nee. Weiß ich nicht. Und danach war es ja eigentlich die ganze Zeit nur noch so, dass immer nur ein. Na, Thron der 4 Winde könnte noch sein. In Katar. Da war ja auch nur 2 Bosse. Das mal parallel mit was anderem. Stimmt, das kam Das war, glaube ich, so parallel ziemlich am Anfang kam. mit BWL. Ja, Stimmt, ja. aber ich finde es jetzt nicht dumm, dass man das so ein bisschen nacheinander macht. Mhm. So hat man immer so ein bisschen was, worauf man sich freuen kann. Ne? Ja. Ähm, und beim Race denke ich, dass sie das wirklich pro Raid machen werden. Also entweder pro Raid ein eigenes Race oder dann wirklich sagen, okay, ähm, der letzte große Raid ist das Race zu World First. Ich Als denke, dass Beispiel. sie den großen Raid jetzt den Sechser machen werden. Und wenn die den Sechser clear haben, kommt ja der Marsch auf Quel'Thalas und da werden sie dann wieder The Race for World First machen. Und den einen Kann auch Boss sein, werden ja. sie wahrscheinlich, wenn der nicht so schwer ist, nebenbei töten. Oder den wird sich irgendeine kleine Gilde als World First auf die Kappe schreiben können. Kann auch sein, ja. Das wird man dann sehen. Ja, dann haben wir ja zwischendurch schon mal so ein bisschen auch die Dungeons angesprochen.
Es kommen 8 Dungeons, ein paar wieder aufgewärmte, sag ich mal, wie Terrasse der Magister. Findet ihr, dass halt 8 Dungeons reichen? Ich meine, das ist ja so jetzt das Typische. Ähm, oder wirken manche vielleicht auch zu ähnlich? Wir haben jetzt viele Elfen-Dungeons, die kommen. Ja, Mhm. Ich, also ich würde jetzt nicht sagen ähnlich. Es gibt halt Orte, die man beim Questen damals mit den Elfen besucht hat schon, wo jetzt tatsächlich auch Story eingefügt wurde. Gerade der Windrunner Dungeon, der neue, wo man halt auch die Story hinter den drei Windrunner-Schwestern erfährt. Freue ich mich mega drauf. Ja, also soll ja hier steht zumindest soll ein turmartiger ja, Dungeon Windrunner sein. Spire, genau, der steht hier, den habe ich auch eingeblendet mit Bildern. Sind diese drei Türmchen hier. Und man hat bis jetzt nur diesen Turm gesehen und einen Screenshot von, man weiß nicht, ob es Alleria ist oder ob es Sylvanas ist, so geistermäßig, quasi so visionsmäßig, dass man quasi die Story von den Schwestern nochmal spielen kann in diesem Dungeon. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich definitiv auch. Allerdings sieht ja der Turm von außen so ein bisschen klein aus, ne? Aber das Ja, es ist ja von innen war ja in meistens. Karasan genauso. Ja, ja. Genau, und es gibt ja der ist ja auch Teil des Level-Ups. Also Magister, Terrasse, Windrunner Spire, Murder Row sind ja die Elfen-Dungeons, die gerade hier direkt um die Ecke sind. Und das sind alles Teil der Level. Also sind alle drei Teil Ja. der Level-Experience. Also, Genau. Ich denke, kann mir gut vorstellen, dass es da auch so ein bisschen so ein Offside-Quest-Hub geben wird, wo du quasi jetzt nicht nur Windrunner Spire, sondern auch die Terrasse, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr erfährt genau. Das ist über die alles. ganze Lore und so weiter. Und was sich verändert Hoffe ich hat, zumindest. vielleicht auch, Mhm. weil die kurzen Mini-Schnipsel, die wir da in diesen Shorts von Blizzard bekommen haben, da ist schon auch gerade in der Terrasse der Magister, die Inni hassen ja sehr viele, da ist ja auch sehr viel passiert. Die Frage ist, wer wird der Endboss sein? Ja, sehr wird's Weil der ein, Endboss, der wurde ja dann nochmal Boss zum, lass mich überlegen, dritten Mal war der ja schon Boss. vielleicht Der hat er das gute nächste alte Mal auch Keltas. nicht nur keine Haare, sondern auch keine Ohren mehr, wer weiß. Ja, 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 der sah auch nicht so gesund aus in Shadowlands da. Schloss Natria. Aber da haben wir ihm ja zumindest geholfen, weil so böse war er ja jetzt offensichtlich doch nicht. Ja, so wie die, Vielleicht treffen wir ihn ja auch trotzdem wieder. Na, kann ja auch sein, aber diesmal als freundlicher Dude. ja, Wir der wohnt haben ihn ja einfach von seinen Sünden befreit. in seiner Hütte im Wald, ja. Genau, der hat da in seiner Nachbarschaft da, hat er so seinen kleinen Blutelfenturm gebaut. Mhm. Und in Murder Ja, ich finde es Row, cool, ja. wenn die den wirklich nochmal rausholen und Terrasse der Magister oder so, oder auch im Sunrail Raid, äh, den nochmal auf eine Bühne holen und sagen, so, ich bin wieder da, wie auch immer der aus dem Schattenlanden rausgekommen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Terrasse der Magister entweder irgendwelche äh, Hochgeborenen, die gegen irgendwas dagegen haben, dass zum Beispiel die Allianz und die Horde gleichzeitig in der Stadt ist, dass man da so ein bisschen so eine Das kleine kann sein. Rebellion unterdrückt, oder dass einfach wieder irgendwelche Magie da verrückt spielt und wir die kurz aufräumen müssen. Was ja nicht unüblich ist bei den Blutelfen. Ja, die ja gerne mal was in die Luft sprengen mit ihren Ja, komischen Zaubern, die sie da fabrizieren. Ja, Ja. das zum Murder Row ist ja scheinbar bekannt, dass es ein Dungeon unterhalb von Silbermond ist, wo Dämonenjäger Ermittlungen gegen Blutelfen, Korruption und Fellmagie stattfinden. Mhm. Detective Dungeon. Detective Detective. Ja, ich lasse mich überraschen. Es klingt alles sehr interessant. Ne? Ich mag die Geschichte hinter den Dungeons immer. Weil ich sag mal, jedes Dungeon hat ja irgendwo auch so ein bisschen seine Story, die es miterzählt, die auch für das große Ganze relevant ist. Zum Beispiel haben wir ja jetzt auch das Dungeon mit, wie hieß es doch gleich? Meinst du den Lore?
Äh, nee, die Biokuppel. Biokuppel Aladdin. Ach so. Äh, die ist ja relevant für die gesamte Geschichte, was da oben in Karasch los ist und so weiter. Ja. Ja. Und ich finde es halt cool, wenn die Dungeons auch storytechnisch mit eingebunden werden. Weil häufig waren die Dungeons früher auch immer so hingeklatscht, die Instanz, mach den mal tot und fertig. Ja, ja, genau. Dass man da quasi, wenn man die Story fertig hat, das ist das Ende der Story, du musst da rein und jetzt den Endboss besiegen. Oder der Anfang zum Beispiel, Genau. ne? Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel zurück an Burning Crusade, wo du mit Blutkessel und zerschmetterte Hallen, wo man noch Pre-Quests machen musste, um Schlüssel zu bekommen, um dann in den Raid zu gehen. Ja. So krass muss man es jetzt vielleicht nicht machen, aber lore-technisch führt der Weg durch die Dungeons zu was Größerem. Sowas gefällt mir. Das ist auf jeden Fall bei dem Den of Nalorak so. Das ist nämlich der 4. Level Dungeon in Sulaman. Das ist nämlich der Loa wohl von Sulaman und wir müssen den in seinem Dungeon in dieser Prüfung überzeugen, dass er uns hilft, gegen die Void zu kämpfen. Klingt sehr interessant. Ich habe damals Sulaman geliebt und verflucht. Was aber nur daran lag, dass ich in der letzten Gruppe war, bevor es den Time Run Bären nicht mehr gab. Ja, mir wurde der Woche für Woche ruiniert von irgendwelchen Hast du den nicht? Fails. Nee, ich hab den nicht. Ich Ich hab hab bloß den den neueren, sogar. diesen Ja. Kuppelschlilan. Ja, du hast den neuen vielleicht, aber nicht den alten. Doch. Den alten hast du? Ja. Ich habe nämlich nur Der den alte neuen. ist, glaube ich, der Kriegsbär. Der rote Entweder ist der Kampfbär alte. oder Kriegsbär. Ja. Ja. Der rote ist der alte und dieser lilane, was auch immer das sein soll, ist der neue. Ich schaue nach. Da gibt es ja auch wieder einen neuen Bären, ne? Mhm. Also spekuliert man. Was mit Grün. Was mit grün? Mhm. Ich habe nur einen gesehen, den es im Handelsposten geben soll. Das ist nicht der neue. Nicht? Das ist der neuere, nicht der alte. Der alte ist rot. Aber ich habe einen. Ja, den habe ich auch. Aber der alte NPC war mir nicht vergönnt. So. Ne. Da wir ja gerade schon so ein bisschen spekulieren auch. Wir als so Hardcore M-Plus-Spieler, wie ich uns mal betiteln möchte, welche Instanzen würden denn thematisch für Season 1 in die M-Plus-Rotation passen? Alle Elfen-Dungeons und also alle Level-Dungeons quasi. Naja, Aber die es sind werden ja mal wahrscheinlich. Ja, 4 von dem aktuellen Add-on und 4 von irgendwoher. Und welche könnten da reinpassen? mhm. Hm. Was könnte in Elfen-Dungeons reinpassen? Terrasse haben sie ja jetzt schon gemacht. Und den gab es ja auch schon. Könnt ihr mir das Verlies der Wächterinnen vorstellen? Ja. Das war ja so ein bisschen Demon Hunter mäßig. Mhm. Die werden ja auch nochmal aufgefresht. Mit den leeren Elfen als neues spielbares Volk. Gab es irgendwelche Troll-Dungeons? Hm, ja. Mm, Sulaman. Haha. Ah. Das werden sie nicht machen. Die werden Einfach so wieder. 10 Mann M+. Das wäre doch mal geil. Ja, das wäre Zwei geil. Tanks, 3 Heller, 5 DDs oder so. Und dann Das wäre cool. Abfahrt. Ja, dann, ja gut, Adaltasar hatten wir erst. Es ist die Frage, wie weit sie zurückgehen. Gab es Ja. schon mal WOTLK als M+? Nee. Nee. Also das älteste war Kata mit, Ja, Kata ist das älteste. Und ich glaube, die haben auch mal genau. gesagt, dass sie nicht weiter zurückgehen als Kata. Aber dann könnte man durchaus Brunnen der Ewigkeit nehmen. Was mit ZG? Mit Königin Ashara. Sul'Gurub. Ja, Als stimmt. Mega-Dungeon. Ja, als Mega-Dungeon oder als Riesen Plus in 2 Teilen, ja. Der ist ja auch aus BC, also neu gemacht worden. Das könnte auch sein. Guck mal, wir haben Chatbeitrag Legion, Rabenwehr. Rabenwehr. Ja, das könnte sein. Danke. Stimmt. Das ist ein Hinweis. Mhm. Ja, stimmt. Legion hatten wir gar keine in dieser Rotation, ne? Diesmal? Mhm. Sitz des Nö. Triumvirats zum Beispiel. Hat ja auch was mit Lehre zu tun. Vielleicht der.
das wird da alles irgendwie so ein bisschen passen. Ich denke mal, so Seelenschönhallen und Tapferkeit wird dann irgendwann nochmal thematisiert, spätestens in Last Titan, schätze ich. Mhm. Weil Hallen Ja. der Tapferkeit gehört ja irgendwie, ist ja so Odin-Ding und seine Festung da oben ist ja ein Stück aus Ulduar. Das wurde ja aus Ulduar herausgerissen irgendwie und dann, ne? Mhm. Dann wird Hallen der Tapferkeit, könnte ich mir zum Beispiel für Last Titan vorstellen, zum Beispiel, wenn man jetzt mal noch ein Stück weiter denkt. Hm, Ich sage jetzt einfach mal Todesminen. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weiter zurückgehen. Ich glaube, so viel Arbeit machen die sich, glaube ich, nicht. Hm, Todesminen ist Cutter. Das wurde schon mal Ach so, die überarbeitet. Ja. neue Version von Tourism. Ja. Schwierig. Ach komm, mach's mir nicht kaputt. Aber es wäre cool, ja. Es wäre cool. Es wäre auf jeden Fall Todesminen ist cool. einfach Klassiker. Ja, es Ja. wäre ein wirklicher Klassiker. Ich meine, wir gehen ja auch ein bisschen in die Zonen zurück, ne? Also von daher vielleicht. Naja, also Terrasse der Magister ist ja BC. Aber das wird ja nicht so per se überarbeitet. Ja. Ja. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie auf jeden Fall Dragonflight einen Dungeon nehmen werden. Ja, leider. Denn da hatten sie nämlich jetzt keine drin. Und da werden sie auf jeden Fall einen nehmen. Wahrscheinlich werden sie uns mit Rubin-Lebensbecken wieder die Hm. Lichter ausknipsen. Das war das Da werden mit sich den viele freuen. Kugeln, Mit den ne? Feuerkugeln, mit der Taurentante, ja. Oh. Das wird auf jeden Fall wieder. Oder sie machen dann tatsächlich hier irgendwie Uldaman oder Hallen der Infusion rein wegen Titan. Ja, oder was mit Ich Akademie? glaube aber nicht, dass die Uldermann jetzt schon wieder ausbuddeln. Akademie, ja, ist eher Drachen, ne? Hm, Ich denke, es wird wieder hm, mindestens eins aus Shadowlands sein und eins aus BFA. Ja. Und irgendwas ganz Altes. Ja, wie wär's mit Tazabesh? Das hatten Genau. wir schon so lange nicht mehr. Hatten wir lange nicht. Hätte ich Bock drauf. Ja. Ach, am Ende wird es sowieso was werden, womit kein Schwein Oder reingeht. wieder Oder die machen Nebel. wieder eine Oh, Nebel Umfrage. wäre auch wieder schön. Oh, Nebel. Kein Nebel mehr. Schön gleichzeitig. Ich bin Gezeichnet fürs Leben. Ja. Ja, gefühlt schon. Ich meine, ich spiele zwar ohne Sound, das Spiel. Wenn man den Dungeon meistens. einmal mit Sound Ja. gespielt hat, dann brennt sich das in dein Gehirn. Die andere Seite? Hm. Nee, das wäre Geiles ja. Dungeon. Ist cool, ja. Aber Rabenwehr. Rabenwehr sehe ich auch. Ja, Rahmenwehr könnte auch sein, ja. Ist ja auch Elfen, Dämonenjäger, Dings. Tatsächlich, ja. Mal schauen. Battle for Azeroth. Was haben wir da? Kronstärke anwesend. Was soll das sein? Rückkehr nach Karasan. Die könnten sie auch mal wieder machen. Das wäre auch gut. Stimmt, ja. Als zweite Überarbeitung von Karasan. Ist ja dann schon, also quasi schon die dritte Version, wenn man es so nimmt. Mhm. Und dann das Mega-Dungeon. Ja. So wie sie es mit Tazabesh gemacht haben. Passt thematisch überhaupt nicht, fände ich aber cool. Sie haben ja jetzt auf jeden Fall vermieden, vom letzten Add-on Dungeons zu nehmen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall von War Within werden wir keine Dungeons sehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Bin ich mir nicht sicher. Hatten wir schon mal Mist of Pandaria im Plus? Hm, Weil der würde sich ja auch Scholo anbieten. Das ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Oder Scharlachrotes Kloster. Lulu M Plus hätte ich Bock drauf. Kloster definitiv auch. Mhm. Gerade das überarbeitete Kloster. Ja. Aber dann, wenn als Also Komplettversion. Ich denke, so Panda-Zeug werden die nicht machen, weil Nee, hatten passt wir ja nicht. erst Nee. in Panda Das Remix. passt ja auch überhaupt nicht dazu. Ne, Die sind ja haben ja schon geguckt, dass es ein bisschen passt.
Ja, ja. Größtenteils haut das schon hin, das ist Ja, richtig. schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Würde ich auch sagen. Wir haben ja keine Wahl. Nee. Definitiv nicht. Vielleicht doch, ne? Vielleicht gibt es ja wieder eine Abstimmung. Ja, wir haben ja Vielleicht kann zumindest, man. wir haben ja zumindest ein bisschen was dann doch von Blizzard erfahren, nachdem wir uns die Hälfte der Sachen selber raussuchen mussten. Nachdem die Gamescom ja leider nicht so, nachdem wir da 3 Stunden gewartet haben, um dann den Trailer zu sehen, dann war er vorbei. Und den Rest durftet ihr euch dann selbstständig auf Social Media suchen, weil, warum auch immer. Ja, aber ich finde diese Abstimmungsgeschichte fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Mal gucken, was er da wieder rauskramen. Okay. So, was haben wir noch? Ähm, Ich glaube, so allgemein über die neuen Zonen haben wir ja noch nicht gesprochen. Also es kommen ja die 4 großen Zonen angesprochen. Hatten wir es schon mit Immersangwald, Geisterlande, Silbermond und Umgebung quasi als neue Hub Genau. City Ich habe hier noch von Sulaman, habe ich hier noch und Dateien. Sonnenbrunnen und die Küstenregion dazu. Genau, die hatten wir ja schon gezeigt. Dann zeige ich jetzt einmal so, was ich von Sulaman jetzt gefunden habe, wie das ungefähr aussehen wird, die neue Zone. Weil eigentlich ist Sulaman ja nur ein Raid gewesen und ich weiß nicht, inwieweit die das da überarbeitet haben. Eigentlich würde halt auch Tempel voll gut reinpassen. Ne? Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Tempel, weil dieses Bild mit dem Steinkopf sieht ja schon ziemlich cool aus. Ja, Und die neue Zone kriegt halt auch 2 Dungeons. Mal gucken. Das Bild ist leider. Warum auch immer es verpixelt ist. Und das auch. Eigentlich waren die nicht verpixelt, so wie die anderen. ja, Egal. absolut. So wird es auf jeden Fall in etwa aussehen. Ja. Genau, ein anderes Feature, was vielleicht uns jetzt nicht so sehr betrifft, aber auch da kommt was Neues, ein neues Schlachtfeld, die Schlechteranhöhe mit epischem Titel. Wird wieder mal ein großes 40 gegen 40 Battleground, ähnlich wie Alterac oder Ashran, aber mit einem neuen Twist. Schauplatz ist, das Schlachtfeld liegt im Herz der Voidstorm, einer tobenden leeren Invasion, die Keltalas bedroht. Also das Ziel ist, dieser epischen Massenschlacht dann zurückzubringen, die WoW lange geprägt haben. Ja, 40 gegen 40 gab es ja schon lange nicht mehr. Also Ja, auch neue große Battlegrounds gab es ja schon lange nicht mehr. Und was ich gesehen habe, ist, dass die Zone wechselt zwischen World Quests und Open World PvP. genau. Also es ist, die schlechte Anhöhe ist eine Art Frontline gegen die Leere. Spieler erleben dann nicht nur einen Kampf gegen die andere Fraktion, sondern parallel gegen die kosmische Bedrohung und es verschwimmen PvP und PvE-Content stärker als je zuvor. Die Frage ist halt, ist das wirklich spannend für die PvP-Spieler, dass wir jetzt so viel PvE-Elemente haben? Die Frage ist, wie viele PvE-Spieler wirst du da sehen? Ja, Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da der PvP-Glöckchen läutet, dass die Zone dann ganz schnell leergefegt ist. Es macht ja Ja jetzt gut, schon fast keiner World PvP. dann verkrümeln sich die ganzen PvE-Spieler und dann kommen die PvPler, wird da einmal durchgewischt und dann, Ja, meinst du? und dann ist das eine Stunde Kriegsgebiet, ne? Wie lange haben sie tatsächlich noch nicht gesagt, aber es ist halt das neue Schlachtfeld, da ist auf jeden Fall ein Dungeon und halt diese Wechsel zwischen Kriegsmodus und World Quests. Klingt spannend auch für mich als Nicht-PvP-Spieler. Ja. Ja, gerade wenn man da als Gruppe unterwegs ist, mal so ein bisschen PvP zu machen, ja, ist jetzt auch nicht so. haben wir schon lange Ist eine nicht mehr schöne gemacht, Abwechslung, ja. ne? PvP. Ja.
Also ist auch so die Meinung der Community, was so gelesen wurde, dass halt sich viele freuen auf dieses alte Alterak-Feeling mit langen Matches und epischen Kämpfen. Was aber die große Sorge ist, dann natürlich nochmal Performance und Balancing-Fragen, weil da wird es dann nochmal wichtiger, dass die Sachen gebalanced sind. Ja, da möchte ich nicht wieder von irgendwelchen komischen Mages gewone-shottet werden. The One-Shot Pyroblast. Mhm. Ja, Mhm. So, Sulaman hatten wir ja gerade, Voidstorm hatten wir jetzt auch. Und dann haben wir noch Haranda als Zone. Als komplett neue Zone, wo man auch noch nicht weiß, wo die jetzt tatsächlich sein wird. Ob die jetzt neben Aschkahit sein wird, da wo auch jetzt das kleine Mini-Lager ist, der Haranda. Oder ob es tatsächlich unter Quel'Thalas oder unter Sulaman sein wird. Ich denke, das ist irgendwo, wenn man sich die Map jetzt mal anschaut, irgendwo links von der Stadt der Fäden. Wo es dann nochmal weiter runter geht, weil da gerade oben drüber da, nördlich davon, Mhm, hat man ja schon sehr viele Wurzeln und sowas, genau. die da irgendwo reinragen. Ich glaube, das siedelt sich doch irgendwo nochmal unterhalb von Kasalgar an. Dass sie das so machen wie bei Lorenhall. Das könnte es tatsächlich sein, ja. Also das würde auch thematisch am meisten Sinn machen, weil dort ja diese ganze Haronier-Geschichte oder Haranier-Geschichte erzählt wurde, was man bis jetzt kennt. Ich bin echt gespannt. Ich habe auch so ein paar Mini-Spoiler schon gelesen, was die Rassenfähigkeiten der Haranier sein werden. Und zwar können die über die Wurzeln vom Weltbaum sich überall hin teleportieren als Rassenfähigkeit. Das finde ich auch schon ziemlich cool. Aber welcher Weltbaum? Es soll Das da ein frage ich mich. Weltbaum, die Wurzeln des Weltbaums sollen wohl in diesem Gebiet von der Decke Aber, ragen. aber da ist ja nicht mal ein Weltbaum auf äh, Kasalgar. Ja, das ist halt die Frage. Wo ist der Weltbaum? Wenn da die Wurzeln reinragen, Weil selbst wenn man jetzt mal sich die Zonen anschaut, aber wenn man sich die Map von der anschaut, Location her bei im Süden von Kalimdor, ja, zeig dir da mal. würde mir jetzt auch gerade kein großer Baum einfallen. wenn man jetzt hier guckt, wir haben jetzt hier die Zone. Guck mal. Dauert noch ein bisschen Ja. verzögert im Stream. Wir haben ja hier oben noch genug Platz. Es ist ja, diese Zone ist komplett nicht besetzt. Also hier kann man nicht hinklicken. Das Hm. alles. Hier geht es nur, hier ist dieser Kreis, das komplette Gebiet ist nicht besetzt. Hier werden sie wahrscheinlich irgendwie eine Brücke oder die Landmasse verbinden. Die Zonen werden ja allgemein viel größer werden, hier und hier und hier. Ist halt die Frage, ist der Weltbaum hier oder ist der hier oder ist der jetzt irgendwo hier aus dem Boden gekommen, weil der Sonnenbrunnen hier ist oder so? Das ist halt noch alles Spekulation. Die werden sich schon mal einfallen lassen, was irgendwie passt. Genau, die Wurzeln aller Weltenbäume zusammenlaufen. Ja, Das wäre eine witzige Idee, ja. die Frage ist, wo sind die alle? Naja, es müsste ja, wenn dann thematisch irgendwo zentral sein, aber das macht ja auch wieder keinen Sinn. Im Malstrom, da pennt ja noch Todesschwinge. Der muss auch wieder auferstehen. Genau, lass uns die alle einfach wieder anrufen, dann geht's wieder los. Genau. Rufst du einfach mal am Malstrom an. Ey, Nathaniel, hast du noch Bock? Ich habe hier auch deinen Kolben gefunden, den Genau. kann man gerade beim Vendor kaufen. Smaragdgrünen Traum, ein Buch in einer Geschichte steht, wo Eona einen Weltenbaum pflanzt, der von den Amantul zerstört wird, aber die Wurzeln verbleiben. Okay. Das heißt ja dann, es würde unterhalb von Sulaman vielleicht sogar eingeben.
Hm. Oder einfach in der Erde und der Sonnenbrunnen zieht sie vielleicht an oder die Ionar ziehen sie an oder man weiß es nicht. Was hat das damit auf sich? Und warum gerade laufen dort alle zusammen? Das ist alles Das ist noch reiner Spekulatius. Spekulatius. Das war ein dummer Aber Gedanke. ich weiß, glaube ich, was er meint, weil da gibt es ja hier die Legende von Eluna hier, wo ich eigentlich immer gedacht habe, dass das was mit Elun zu tun hat, weil der Eluna hier heißt. Spannende Idee, definitiv. Ja, ist ja dann auch die Frage, ist der Baum der Nachtelfen wirklich tot oder ist nur das obere Stück tot? Hat er noch Wurzeln? Mm. Läuft der neue Baum der Nachtelfen, den sie in Dragonflight gepflanzt haben, läuft der da auch lang? Ah ja, ich habe hier gerade einen interessanten Artikel gefunden. In dem Bestreben, Hoffnung und Heilung zu bringen, trug Schutztitanin Eona ein Geschenk von Elun bei sich, einen Zweig von Garnier, dem Mutterweltenbaum. Titanin glaubte, dass der Einfluss des Lebens die Dunkelheit vertreiben würde, also streckte sie ihre Hand aus und formte den Boden von Azeroth, indem sie den Zweig dort einpflanzte, wo er von Wasser und Luft genährt werden konnte. Hm. Der Zweig wuchs schnell zu einem Baum heran, Wurzeln bis tief unter die Oberfläche reichten. Eona lächelte, denn überall, wo sich die Wurzeln erstreckten, entstand neues Leben. Nannte den Baum Elun Ahir in Erinnerung an ihre große Liebe. Als Amantul sah, was Eona getan hatte, tadelte er sie. Das entspricht nicht der Ordnung, rief er. Ihr habt diese Welt mit unkontrollierbarem Chaos infiziert. Also Weltenbäume sind Urvater griff Chaos? sich den Stamm des Weltenbaums und entriss ihn der Erde. Das ist genau das, was der Estudis meinte. Mhm. Aber dann wären die Weltenbäume ja nicht das, was sie eigentlich darstellen sollen. Licht und Leben, sondern Chaos. Das ist ja dann die Frage, was ist Mm, damit gemeint? Ich denke, das ist auch wieder so ein Schwung schon wieder Richtung Last Titan, weil, weiß ich nicht. Leben ist ja im Prinzip Chaos, wenn man es mal so nimmt. Ja. Die Titanen, das war ja alles mechanisch, steinern, etc. Und die alten Götter brachten ja den sogenannten Fluch des Fleisches, also quasi mechanischen Lebewesen, nenne ich es jetzt mal, und die steinernen Lebewesen wurden ja durch den Fluch des Fleisches ihrer Unsterblichkeit, die Unsterblichkeit wurde denen genommen, sodass man sie quasi besiegen kann. Mhm. Also ist Leben im Prinzip was den Titanen eigentlich gar nicht gefällt. Ja, vor allen Dingen eigenständiges Leben, was selbstständig denken kann. Genau, Das sieht man ja auch öfter mal im Theaterevent, wie die ja, Zwerge dort behandelt werden von den Titanen. richtig. Sobald sie Freude oder Liebe empfinden, werden sie sofort resettet und die Emotionen werden abgeschaltet. Definitiv spannende Geschichte. Also das mit dem Baum, Da bin ich gespannt. Dann könnte das doch mit den Harandir spannend werden, wenn die ja. da tatsächlich was mit den Weltenbäumen zu tun haben und der Story allgemein, was so unter der Erde passiert. Aber bei den Haaren, da bin ich immer noch so ein bisschen so Avatar. Ich fand das irgendwie sind das, also die Filme an sich sind nicht schlecht. Ich habe nur den ersten Teil gesehen, aber irgendwie fand ich die Filme schon irgendwie scheiße. Ich habe tatsächlich auch nur den ersten Äh, gesehen, den zweiten habe ich noch nicht gesehen, weil ich nicht dazu gekommen bin, ins Kino zu gehen. Aber allein wo ich Orwenja das erste Mal gesehen habe, dachte ich, die kennst du doch. Ja, ja, ja. Allein wegen diesen leuchtenden Runen und Genau. der blauen Haut, ja, klar.
Ne? Das haben wahrscheinlich So, so viele gedacht. Oh Gott, Avatar. Avatar in WoW. Wie gesagt, ich finde es halt immer noch sehr merkwürdig, wie die auf einmal vorgestellt wurden. Die waren auf einmal da, schwupp, schwupp. Gerade die ganzen Völker, die es jetzt so gibt, die wurden ja über Add-ons hinweg schon irgendwo angeteasert, in irgendeiner Questline erwähnt oder sonst irgendwas. Naja, hoffen wir mal, dass die Story gut geschrieben ist von den Haranier. Ja, wenn das dann irgendwo natürlich so den Bogen spannt, auch zu The Last Titan, Ja, dann kann das definitiv eine sehr spannende Lore sein. dass dort, wo die Weltenbäume zusammenlaufen, der Last Titan geboren wird oder was auch immer. Man weiß es nicht. Ja, Und irgendwie ist ja auch noch dieses Buttermesser da in der Nähe. das Buttermesser, ja. Na, darfst du auch nicht vergessen. Vielleicht kommt er das auch einfach wieder abholen und sagt, ups, sorry, habe ich fallen lassen oder so. Ja, genau. Und mit diesem riesen Kristall, der da in Heilsturz einfach in der Decke steckt, weiß auch keiner, was das ist. Es wurde ja Ja, mehrfach gesagt, dass es nicht die Spitze des Schwertes ist. nein, ist es nicht. Ja, dann ist es vielleicht einfach der Stöpsel. Vielleicht muss man den einfach ziehen und dann werden wir eingesaugt und dann ist vorbei. Genau. Naja, ich sag mal, man ging ja davon aus, dass es sich bei dem Kristall um ein Naru-Schiff handelt. Aber ja, gucken wir mal. Mhm. Hätte thematisch zumindest gepasst. Ja, also, So, wechseln wir mal ein bisschen das Thema und schauen uns mal das neue System an, was implementiert werden soll, nämlich das Prey-System. Komplett neu, noch nie da gewesen. Spieler sollen gezielt mächtige Kreaturen oder Gegner als Beute suchen und jagen und ist dann im Gegensatz zu normalen Quests und Weltboss quasi dann nochmal was Neues, so als Lückenfüller oder vielleicht als super neues Feature. es, Wie seht ihr das? also lesen tut sich das von den Belohnungen her und von den Aussagen her wie noch mehr Delphs. Also Delphs nur Also halt Open nicht World als Delves Ini, so Open mäßig, World ne? Delphs, genau, für jeden selbst. Dass du quasi kein Delph läufst oder eine Ini läufst, sondern du machst es an, machst deine Daily Quest und kriegst dann zusätzlich noch einen Boss, den du umhauen kannst und der droppt dann noch, keine Ahnung, wahrscheinlich Delph Item Level. Du musst mal deine Laufen umstellen. Sonst sieht das aus, als wenn du. Genau. Ich stehe hier auch noch rum und gucke auf die Karte. Ja, also diese Jagd, dieses Prey-System soll ja Sammel- und Fortschrittsanreiz sein, ähnlich wie so bei Mount- und Transmogjägern, ähm, die dann quasi neue optische Sachen dazu kriegen. Ich glaube, es soll nicht unbedingt Rüstung da droppen, sondern eher so Also Kosmetikzeug. beim Händler kann man Cosmetics kaufen. Droppen sollen die schon, oder die sollen schon als Abschluss, wenn du quasi einen Auftrag erledigt hast, für deine Vault zählen. Für die Vault, das genau, das ist so ein Open World Vault-Füller. in der unteren Reihe, Ja, genau. und wenn du es auf Parallel zu Max, Delphs Max zum Schwierigkeit machst, Beispiel. wird es wahrscheinlich Delph Item Level sein. Genau, also Hero. Ja, genau. Die Mounts, ich habe Ich einen, bin ehrlich, einen, ich habe am Anfang erst gedacht, das wird ein PvP-Ding. habe ich auch gedacht. Und dann hatte ich schon direkt keinen Bock mehr. Nee, es wird tatsächlich Monsterjagd. Monster Hunter 2.0. Mhm. Naja, aber hat er auch trotzdem schon so ein bisschen einfach nur, also so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht, weil es schon irgendwie den Flair hat von, ähm, naja, wie wir's jetzt auf Karesh haben mit den Haftbefehlen. Genau. Na, wo Hm, du dann irgendeinen Rare killen musst und fertig. ja. Ja, also traut ihr Blizzard zu, dass das System regelmäßig
mit neuen Beuten und Abwechslung gefüttert wird? Oder befürchtet ihr, dass es vielleicht so nach 2, 3, 4, 5 Wochen langweilig wird und ausgelutscht ist? Ich meine, das hatten wir ja bei vielen kleinen Zwischenthemen immer wieder. Es kommt drauf an, wie viel die beim Händler reinmachen. Wenn der Händler wieder nur 2 Mounts und 3 Transmogs hat, dann wirst du wahrscheinlich in den ersten 3, 4 Wochen fertig sein. Je nachdem, wie viel du da sammeln kannst. Und danach wird es dann wahrscheinlich wieder, ja, ich mach's mit den Twinks, weil ich brauche was in der Vault. Ich hoffe es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie jede Season neue Sachen reinbringen, dass man quasi immer was zu tun hat. Wie du schon sagst, es kommt darauf an, was sie daraus machen. Ne? Ich meine, die Ja, Delphs, die waren am Anfang auch nicht wirklich lukrativ. Also Anfang der Season, gerade in der ersten Season, hat man da natürlich so ein bisschen versucht, so noch Zusatzequip rauszuziehen. ja, gerade da, wo es halt Ähm, nur bis 8 ging und nicht bis 11 und auch keine genau. Supermarken und auch keinen hohen Loot und auch keine. Aber jetzt, wo das alles Ja, implementiert wurde und wenn das ich quasi jetzt quasi als Spickzettel genommen wird, sage ich mal, dass man da von Anfang an die Rewards so gestaltet, dass es auch Spaß macht und Sinn hat, ja. dann kann das schon funktionieren. Und auch bitte nicht zu einfach wird. Ja, Also ich möchte nicht aber auf ich glaube, also maximalen. wenn ich hier die Schwierigkeitsgrade lese, Normal, Hard und Nightmare, ne, Einstieg für Solo, Jäger, mehrere Überfälle bis zum Abschlusskampf, ist eine Normal-Beschreibung. Dann gibt es Hard, intensivere Überfälle. Ist jetzt die Frage, was ist intensiv? Im Ja. Endkampf wirst du in einen begrenzten Raum gesperrt, nur du und deine Beute. Das klingt schon recht interessant. Mhm. Und dann gibt es für Leute wie dich, gibt's Nightmare, die Variante Hard auf Steroiden. Noch aggressivere Überfälle und derselbe eingeschlossene Finalkampf nur noch härter. Also ich denke, so einfach wird's nicht. Ich glaube, gerade Nightmare wird am Anfang Ja, ein gerade am Albtraum. Anfang wird es schwer, ja. Also ich denke mal, das geht dann gerade bei diesem Nightmare-Level, wenn du dann in diesem abgetrennten Bereich bist, so Schwierigkeitsgrad Kühlwasser auf 2 Fragezeichen. So krass wird es, glaube ich, nicht. Also ganz so schlimm vielleicht nicht, aber schon hart, denke ich. Ja. Gerade am Anfang ohne Gear wird es auf jeden Fall hart, ja. Klar. Aber das soll ja auch challenging sein. Also Ja. ich weiß halt nur nicht, ob es halt so groß wird, dass es wirklich es wert ist, als in Anführungszeichen Feature betitelt zu werden. Ich meine, die Delphs, die waren am Anfang auch erstmal komisch. Es ist halt auch die Frage, wie oft macht man das, Prey? Ja, Kann man das den ganzen Tag machen? Kann Es man, hörte sich so an. ja, es wird wie schon so teuer wie, sind die wie Open World Sachen? Delphs sein. Ne? Wie cool Ja. sind die Sachen, die man da kaufen kann? Braucht man da jetzt auch irgendwelche Schlüssel oder Karten oder so, die man findet, die es auch nur begrenzt gibt, um dann letzten Endes die Beute da zu erlegen oder die Quests aufzurufen? Oder das wird man dann Ja, sehen. es wurden halt echt noch nicht so viele Informationen dazu preisgegeben. Ja. Ja. Wo wir denn jetzt schon die ganze Zeit immer mal wieder über Delphs reden. Unser geliebter Bran wird abdanken und Platz machen für Valera Sanguinar, eine legendäre Blutelfen-Schurkin. Wie findet ihr das? Passt das rein? Was erwartet ihr von eurem neuen Kompagnon? Bran war ja immer mal so ein bisschen Dass sie Also eine nicht rein, so. Diva, sage ich mal. rein optisch gehe ich mal davon aus, dass ich viele noch eine Packung Taschentücher mehr neben den PC legen werden. Ach du Scheiße. Hast du das nicht in den Visions schon ausgelebt? Da war die doch auch zwischendurch. Ja, aber da war die kriegt doch auch, glaube ich, nochmal eine grafische Überarbeitung. Ja. Ich hoffe nur, dass sie nicht so nutzlos ist wie Bran als Tank. Naja, Bran,
Oder halt Reden wir einfach nicht drüber. Bran einfach mit Vollgas zum anderen Ende des Raums läuft und einfach irgendwelche Monster pullt. Ich weiß nicht, welche Auslegungen sie dann haben wird. So wie Bran. Steht Also das kann schon sie auch fest? tanken? Ja, ist halt ein Delph Companion. Ja, aber der kann Ja, sich ja auch aber ein ändern. Ein Schurkentank, ist das jetzt schon wieder ein Teaser? Ja, einen Jäger-Tank gab es ja auch nicht. Und einen Jäger-Heiler. Ja, Ja, gut, mit den na Pets. doch, Pet Heal Equip. Die wird wahrscheinlich auch wie Bran uns irgendwelche Heiltränke vor die Füße schmeißen. Und dann wahrscheinlich vielleicht irgendwie mit Giften heilen oder sowas. Gut, das könnte Sinn machen. Aber so tankmäßig kann ich es mir halt noch nicht vorstellen. Also Tank höchstens so Demon Hunter-like Ja, oder halt vielleicht. so ein bisschen verschleiert mit dauerhaften Ausweichen oder sowas. Hm. Ausweichen wäre gut. Dann stirbt sie vielleicht nicht so oft wie Bran. Hm. Kommt drauf an, ob die Monster die wieder zu Brei hauen oder nicht. Ja, wenn sie ausweicht, Oder ob, Bran, also dann ob wäre sie das so wie okay. Bran einfach in jedem AOE-Effekt und Frontal, den es gibt, stehen bleibt. Genau, und brüllt dich dann an, hey, ihr müsst ausweichen. Mhm, genau Und steht das. selber in der Soße drin. Boots tot. Ja. Als Nee, Heiler ist ich sie bin ja, gespannt. ja, als Heiler war Bran ja zu gebrauchen, aber als DD und Tank, das haben sie leider nicht hingekriegt. Nicht so richtig, nee. Was würdet ihr denn verbessern wollen, jetzt auch in Hinsicht auf Talente, die es dann gibt, das Leveling, dauert das zu lange oder ist es dann doch zu einfach? Oder was wünscht ihr euch allgemein von Delphs? Ist das ein Feature, was bleiben soll oder soll es dann vielleicht nach der Saga wieder verschwinden? Ich würde es schon begrüßen, wenn es bleibt. Es ist halt Ja, eine vernünftige Abwechslung, die man halt so zwischendurch mal machen kann. So ein Ding dauert ja in der Regel nicht länger als eine Viertelstunde. gerade im Hinblick auf die, Gerade auf weil man es das, alleine machen kann, ne? ja, Wenn niemand da ist. gerade im Hinblick auf Twinks. Es gibt halt fast keine bessere Methode, seine Twinks zu equippen als Delphs. Das stimmt, ja. Gerade am Anfang, wenn man noch jemanden hat, der einen auf einer höheren Stufe da helfen kann und man farmt mit dem Twink ein paar Schlüssel und kann direkt auf 8 oder 9 oder sogar 11 da rein, dann holst du dir deine 4, 5 tollen Epic Items, dann bist du natürlich schon mal wesentlich besser equipped für den Start, als wenn du bei Null anfängst und erstmal Normal Inis laufen musst. Ja, das ist aber, finde ich, trotzdem so ein bisschen schade, weil außer im Levelbereich, die Level-Dungeons, selbst die sind ja schon relativ selten jetzt besucht. Also du wartest als DD für einen Instanz-Invite auf einer HC-Ini, wartest du echt lange. Ja, weil die keiner Weil es halt macht. keiner mehr macht. Ne? Genau. Ja. Genau, das ist das Problem. Und so nehmen sich die Features gegenseitig so ein bisschen den Reiz weg. Mhm. Weil das eine ist ja viel einfacher und du kriegst mehr Reward aus weniger Aufwand. Ja, Also und ein du hast Delph ein, alleine geht schneller als so eine 5-Mann HC-Instanz und gibt besseres Gear. So. ja, und du hast teilweise den Stress nicht mit den Randoms. Genau, und dem gehen ja auch viele aus dem Weg, wo ich die Befürchtung habe, dass das immer mehr zum Solo-Play-Game wird. Es ist Das viel, fände ich halt schade. viel, was man selbstständig erfahren kann, ja. Aber das sind sie auch teilweise selber schuld, denn wenn man sich anguckt, wie es im Plus-System ist, wenn du als Solo-Spieler, als DD-Klasse M Plus spielen möchtest und nicht eine der 5 Metaklassen spielst, nimmt dich doch kein Mensch mit. Gerade wenn du Zehner Richtig, laufen ja. möchtest. Traurig, aber wahr. Gut, 10er geht mal noch. Also, Aber wenn es höher wird, aber wenn dann. es höher wird, also gerade random einen 14er finden, ist schon arg schwer aktuell. Ja. Gut, aber dafür ist es vielleicht auch gar nicht vorgesehen, ne? Ne, das ist Also, richtig. Ich meine, den Raid auf mythisch machst du jetzt auch nicht mal so nebenbei beim Frühstück. Ich habe jetzt gelesen, die wollen eventuell oder sind aber am Diskutieren oder abstimmen, ob es demnächst Solo-Queue geben wird für M+. Dass quasi die Gruppen einfach Das habe ich auch gelesen. zusammengestellt werden nach MMR und nach Rating. Genau, da gab es so eine Umfrage, die manche gekriegt haben. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Intention dahinter war eine andere.
Auch mit diesem Abandon-Feature, was sie jetzt reingemacht haben. Da gibt es so viele Lücken und so viel Falsches, was da Kludrig. passiert. Ja. Das, Gerade diese Geschichte mit den Tanks, die dann da drin festgehalten werden, im Fünfer, der als Zehner gemeldet wurde. genau. Oder Ah, irgendwelche Premade-Gruppen, die den Key neu starten wollen, weil sie den gerade nicht geschafft haben und dann alle als Deserteure gefleckt werden, weil sie den Key verlassen haben und so. schrecklich. Es ist halt, ja, das darf halt eigentlich nicht sein. Ja, gut, aber es ist ja schon mal wesentlich besser, dass es dieses Feature jetzt überhaupt mal gibt Ja gut, aber es muss halt und auch kann halt noch verbessert zugestimmt werden. werden, ne? Wenn du aber so Trolle dabei hast, ähm, dich quasi da Hostage halten in der Inni und du kommst da nicht mehr raus, du schaffst aber die Bosse nicht, was willst du da machen? Ja, kannst du nur warten, ne? Bis die selbstständig gehen. Ja, Bleibst du halt am Anfang der Instanz stehen und legst dich eine Runde hin oder so. ja, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Nee, weiß Gott nicht. Aber ich denke, da wird es schon noch Verbesserungen geben in dem System. Das ist erstmal wichtig, dass es das System überhaupt gibt. Ja. Und ich denke, gerade in Midnight wird es da auch nochmal viele Verbesserungen, Anpassungen geben. Gegen so ein Anmeldefeature hätte ich ja prinzipiell nichts, da müsste es halt nur ein paar Optionen geben, die man da anklicken kann. Hm. Ja, zwischendurch haben wir immer mal wieder den Demon Hunter erwähnt. Auch der bekommt ja einen dritten Spec jetzt endlich. Seit der Einführung in Legion wird der lang gehegte Wunsch der Community nach mehr Vielfalt innerhalb der Klasse ähm, umgesetzt endlich. Wie wichtig ist es für euch, dass Blizzard alten Klassen neue Specs gibt, statt immer nur neue Klassen einzuführen? Also, ich weiß nicht, ob Chris jetzt SOD gespielt habt, aber auch in SOD hatten wir dann mal neue Specs für alte Klassen, ob das auch was für den Content wäre und wie findet ihr den Das sollte so. neuen Demon Hunter Spec? Also das mit den neuen Kombinationen sollte es auf jeden Fall geben. Die haben ja die Vorlage in SOD gehabt, gerade Schurkentank, Schamanentank, Magier, Heiler fand ich super, weil wir brauchen mehr Klassen, die mehr Heiler oder Tank sein können. Und ja, ob sie es dann umsetzen, ist halt die andere Frage. Oder ob sie es nur als lustiges Gimmick für SOD gemacht haben. In Retail, Hm. weiß ich nicht. Ich finde es schon cool, dass es jetzt nochmal, also es war überfällig, dass es einen neuen, Auch Warlock Tank ähm, halt. genau, dass es einen dritten Spec gibt für Demon Hunter. Ja. Ähm, Ich finde es ein bisschen schade, dass es kein richtiger Range ist, sondern wieder so einen Mid-Range wie der Rufer, der Evoker. Mhm. Hätte mir gewünscht, dass es halt ein klassischer Range ist, weil du hast einfach einen absoluten Melee-Spec-Überschuss. Das So, ist du hast wesentlich teilweise, mehr Melees als Rangers. das ist teilweise schon wild in M+, wenn du damit zu vielen Milis bist, was da an Effekten und Flächen und alles zusammenkommt. Da ist schon besser, wenn man teilweise mit zwei Ranges mal spielt, aber Ich werde es auf jeden Fall antesten. Also Demon Hunter war für mich persönlich nie so das, wo ich Bock drauf hatte. ja. Tank habe ich gar kein Interesse dran. Melee habe ich mal so ein bisschen gespielt. Auf Havoc Verwüstung. Aber das war jetzt auch mehr so, keine Ahnung, Schurke auf Steroiden. Wie hast du es Deswegen, empfunden? Ich finde es cool, auch gerade, dass das jetzt so eine Void-Form ist und alles blau leuchtet und deine Runen blau leuchten und dass du so ein bisschen Caster-mäßig unterwegs bist. Ich weiß nicht, was ich von diesem Aufbauen und Abbauen Mechanik halten soll, die sie da reinbringen wollen mit, du musst alles aufbauen und so viel aufbauen, wie es geht, damit du so lange in deiner Void-Form bleiben kannst, um so möglichst viel Schaden zu machen. Ich weiß nicht, ob das dann sich gut spielt oder ob das dann einfach nur immer in Stress ausartet, wenn man sich verwandelt hat.
Oh nein, So wie es ja jetzt beim Melee ist. ja, Beim DD. ich darf mich nicht einmal verdrücken, dann ist meine Form aus und dann stehe ich da wie so ein Blöd. Ja. Ich werde es mir definitiv angucken. Ich habe einen Demon Hunter, der lungert noch auf Level 70 rum. Ja, es ist ja wahrscheinlich auch vor Midnight wird wieder so ein Equip-Ding kommen. Da kannst du wieder deine ganzen Genau. Twinks durchequippen, dann hast du auf jeden Kannst Fall wieder schon alles auf mal. 80 ziehen. Ja, Ja. gut, es Ja, kommt auch noch Legion, wo man ja, es kommt ja noch was Legion, hochleveln kann. wo man hochleveln kann und so weiter. Also das ist Ich hätte es zum Beispiel gefeiert, wenn es den Spec meinetwegen auch schon in Legion Remix gegeben hätte. Für den Demon Hunter gerade als Premiere. ja, Wäre eigentlich eine ziemlich gute Promotion gewesen. ja, das stimmt. Aber ich denke, die müssen noch ein So bisschen als was. Spielwiese, wo man das mal so ein bisschen probieren und schon mal testen kann, bevor man es im echten Retail released. Hätte ich eigentlich gefühlt. Ich bin mir gerade Warum gar eigentlich nicht nichts so sicher. Haben Gutes? die gesagt, dass es im Pre-Patch schon spielbar sein wird? Ja, ne? Das weiß ich Das nicht. weiß ich tatsächlich Ich nicht. meine, die hatten was gesagt, dass es im Pre-Patch schon spielbar sein wird, dass sie sich schon mal dran gewöhnen können, wenn es dann ins Add-on geht. Ja, es wäre schon sehr sinnvoll, also wenn du so einen komplett neuen Spec da reinhaust, Ja, dass man das vielleicht vorher schon antesten kann. Ich werde es probieren. Ich würde es aber auf jeden Fall feiern, wenn sie noch mehr Änderungen an den bestehenden Klassen machen. Also ich hatte das ja schon mal so ein bisschen gesagt, dass man so wie sie es jetzt bei dem Demon Hunter gemacht haben, was ja per se erstmal so ein typischer Melee ist, einfach einen Range-Spec zu geben oder einem Warlock einen Heal-Spec zu geben, also was halt was anderes ist. Ne? ja, Oder ja, einen Schamanen-Tank, das ist ja so prädestiniert dafür eigentlich. Ja, ja, weil gerade Dass es so beim, einen vierten Spec für alle gibt, bis auf Druiden, die sind ja schon unentschlossen, was sie überhaupt sein wollen. die haben ja eigentlich schon 4 Ähm, Specs, wenn du es genau, die so haben ja schon 4 siehst. Specs. Und wenn man jetzt zum Beispiel den einzelnen typischen Klassen einen vierten Spec gibt, womit sie noch eine weitere Rolle erfüllen kann, gerade die jetzt reine DD-Specs haben, wie Hexer, Magier, ja, Ja, Schurke. es ist ja beim Hexer das Model für den Tank wäre ja schon vorhanden. Die Demon-Form gab es ja schon. Die Richtig. müssten ja Die die gibt es schon seit einfach Kataklysmen. in HD überarbeiten und dann wäre die Tankform für Ja den gut, HD Demon. kann jetzt auch nicht so schwierig sein. Ich meine, die Ja, Demon Hunter haben ja auch eine Demon-Form, ja, das die wäre sie jetzt uns nicht das weggenommen haben. Problem. Und es würde ja auch die Vielfalt der Tanks im Spiel erhöhen. ja, und Ja, Heiler halt. oder eben Heiler, Ja, ne? Gerade so ein Heal-Mage. Ich würde es ja, geil finden. ja, Ich würde es nicht spielen, weil ich keine Heiler spielen kann, aber ich würde es geil finden. ja. Ja, es würde vor allem auch was bringen für Raids oder M-Plus-Gruppen. Ich meine, die meisten Gruppen scheitern halt an fehlenden Tank oder Heal. Ob dann die Leute es mehr spielen, keine Ahnung, aber es wäre halt potenziell möglich. Gerade Das so. große Ja, Problem bei der ganzen Sache wird das Balancing sein. Ja. ja. Das alles gebalanced zu bekommen, schwierig. Du machst ja noch mehr Arbeit, als du jetzt schon hast. Ja, aber die können halt nicht sagen, das ist so viel Arbeit, wir bringen euch nichts mehr. Nö, dafür werden sie ja bezahlt. Ja. Und ich sag mal, einen Tank zu balancen, ist, glaube ich, nicht so schwer, als die DDs alle auf einem Level zu halten. Es wird dann wieder so eine situationsbedingte Meta geben, Ja, wie natürlich. du Das es kommt ja auch immer immer auf hast. die Dungeons an. Wie wird Genau. gepullt, wie schnell, wie viel musst du aushalten. Hat Flo sein Vier-Totem geskillt Ja, Zum Beispiel. und benutzt es dann auch. das ist ja eine Frage. Genau. Ja, ich finde es gut, dass es wieder was Neues gibt. Aber ich finde, die könnten durchaus mal wieder also eine völlig neue Range-Klasse bringen. Nicht so ein Evoker-Ding, Die hatten ja die ganze sondern Zeit den Tinker im Verdacht. würde ich total geil finden. Es gibt ja eine ellenlange Liste. Ich meine, da gab es auch vor einem Jahr oder so, gab es da schon mal solche äh, Votings für Auserwählte, nenne ich es mal, die da Genau, so eine eine Mail von Umfrage. Blizzard Ja, gekriegt ja. haben, so eine Umfrage, wo danach gefragt wurde, was könntet ihr euch als neue Spec oder Klassenkombination vorstellen?
Und da habe ich den Tinker total gefühlt. Auch ich hätte auch so ein Melee-Mage mit Daggern Oder und so ein Feuer Melee-Mage, gefühlt, ja. ja. Einen Kampfmagier gibt es ja in so vielen anderen Spielen. Ja. Es gibt so viele Ja coole gut, Kombinationen von den Klassen, die es man jetzt weiß gibt, nicht, wo es ja. hinführt, ne? Ja, Gucken wir mal. Wir lassen uns überraschen. genau. So als letztes Thema quasi für den Talk heute. Blizzard hat angekündigt, dass Midnight die Spielererfahrung für Einsteiger und Rückkehrer stark vereinfachen soll, mit dem Ziel, WoW wieder zugänglicher zu machen, ohne halt trotzdem für die Veteranen die Tiefe zu verlieren. Weil neue Spieler fühlen sich oft überfordert, während Rückkehrer nicht wissen, wo sie weitermachen sollen. Also es ist halt durch die ganzen vielen Kontinente und die ganze Story echt, glaube ich, schwierig für Leute, die nicht schon mal gespielt haben, in das Spiel reinzukommen. Und Blizzard hat sich ja jetzt überlegt, das Ganze etwas zu vereinfachen und da eine stringent kurz erzählte Reise zur Maximalstufe zu machen. Wie findet ihr das? Und denkt ihr, das bringt was, neue Spieler da leichter in WoW wieder ranzubringen? Was ich komplett cool fand, war diese Lore Master Joe-Thematik. Mit den Geschichten über Arthas, Xal'atath und die alten Götter, beziehungsweise, was war es noch? Die, Die dritte Storyline. hier die Lilean gebundenen. Ah ja, genau. Wenn es sowas gäbe, ich sag mal, eine Kombination aus Lehren Sword Show, Geschichten, Erzählszenario kombiniert mit der Startinsel. So bis Level 10 kannst du dir so ein, zwei Geschichten raussuchen, levelst damit. Oder von mir aus auch bis 20 oder sowas. Und suchst dir halt pro Gebiet so eine Geschichte raus und spielst halt, sagen wir mal, die Geschichte von Burning Crusade, nehmen wir jetzt mal, als wirklich kompletter Einsteiger, der sich aber für die Geschichte in Burning Crusade interessiert. Spielst du das wie so eine Art, so eine Schnellkampagne durch. Mit einem leeren Sucher Joe zusammen. Da musst du natürlich irgendwie erstmal kurz eine Einführung machen, wer ist der Panda eigentlich. Das kannst du ja vorab machen. Und dann machst du dort so eine Kurzszenario-Kampagne für ein Add-on, um dort die Geschichte kennenzulernen, was ist da passiert. Und nicht einfach, wir schmeißen dich jetzt in das Gebiet und dann spielst du die Quests so, wie sie damals waren. Viel Spaß, tschüss. Weil dann kriegst du ja trotzdem nichts live. Du weißt ja nicht, was effektiv die wichtigen Parts in der Geschichte waren. Oder zum Beispiel in WOTLK diese Geschichte, wieso, weshalb, warum Bolvar jetzt so ist, wie er ist. Zum Beispiel für die Leute, die wissen, was mit ihm passiert ist. Ja. Aber warum ist er so verbrannt? Warum wurde der zum Lichtkönig? Ähm, diese Storylines in so eine Level-Experience zu packen, würde ich cool finden. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die Frage ist halt, wenn du neue Spieler ranholst, willst du die dann direkt mit der Lore beschmeißen oder willst du denen nicht eher das Spiel an sich beibringen? Denn selbst ich habe nach über 20 Jahren so gestruggelt, in Nordend und BC die ganzen Questlines zu finden, die ich irgendwann mal angefangen habe, die ich dann aufgehört hatte oder ich hatte die schon abgeschlossen, aber nach Fraktionswechsel und 50 Add-ons später sind die nicht abgeschlossen und dann wieder den Startpunkt zu finden, weil die werden nicht angezeigt. Das sind so viele Sachen, die überarbeiten müssten, die leider dazu führen, dass neue Spieler, glaube ich, sehr, sehr viel vom Spiel nicht mitbekommen. Und ich glaube Ja, nicht, dass deswegen es. sage ich, also die Lore sollte dann schon relativ schnell erzählt werden. Ja, Also nur die wirklich essentiellen Eckpunkte
Und halt auch nicht mit viel Lesen oder so, weil heutzutage die Leute, die jetzt einsteigen, die lesen ja nichts mehr. Die wollen das, wenn dann gesagt bekommen oder kurzes Video dazu oder nur schematisch, so wie es jetzt in Neruba Palace war, mit diesen Shorts nenne ich es jetzt mal, mit diesen grafisch vereinfachten Videos. Einfach mal die Storyline kurz erzählen, weil ich denke schon, also jemand, der mit World of Warcraft anfängt, wird sich auch für die Lore zumindest zum Teil interessieren, weil das ist die Quintessenz von dem Spiel. Ja. Und die müssen auf jeden Fall daran arbeiten, dass bei einigen Klassen dieser Button-Blur weggeht. Du hast ja teilweise mit einem Char 5 Leisten voll mit Attacken. Das geht, der wirst du Ja, doch erschlagen als neuer Spieler. Da blickst du doch die nicht durch. müssen vereinfacht werden. Also ich habe jetzt gerade einen Kollege, der fängt oder hat ganz frisch mit WoW angefangen, hat noch nie was damit zu tun, fand aber so vom Erzählen her ganz cool, was das ist und worum es da geht und was man da machen kann. Und es ist eine massive Flut an Infos, die da auf einen zukommen. Also ich Ja, kann mich da natürlich nur schwer reinversetzen, als Veteran, ne, der ersten Stunde schon fast. Mm, Was das für eine Welle ist, die da auf einen zukommt, weil gerade die Intro-Geschichte auf der Insel der Expedition oder hier Insel, ne, wie heißt das? Insel Verlassenen, keine Ahnung, die Startinsel halt. ja, Die, das ist nicht, das geht auch alles zu schnell eigentlich für neue Spieler. Das ist absolut overwhelming für einen neuen. Und ja. was du gerade schon sagst mit den Attacken und alles, das geht alles so schnell und deine Leisten werden so schnell, Ja, du gut tötest Deutsch 3 gesagt, Monster auf zugeschissen. der Insel, bis 2 Level-Ups, Ja, hast auf einmal 4 neue Attacken in der Leiste und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. genau. Ich sag mal, die Basics sind da und darauf muss man jetzt halt aufbauen. Ja, es ist halt So. unendlich viel Content und dann muss halt was vereinfacht werden, um es den Leuten beizubringen. Du kannst nicht erwarten, dass Leute mit über 20 Jahren Content klarkommen, was sie einfach ins Gesicht geschmissen kriegen. Ich glaube auch nicht, dass dein Kumpel weiß, wie er überall hinkommt. Wenn da Nee, jetzt eine Quest absolut sagt, nicht. geh nach Schwarzer Tempel. Absolut nicht. Also viele Dinge werden auch einfach nicht erklärt. Das ist Ja, halt ein Problem, was definitiv angegangen werden müsste. genau. Das Genau. Meint ihr denn, dass die Add-on-Anpassungen, UI-Anpassungen, die kommen, dazu auch beitragen, auf jeden dass Fall. neue Spieler quasi leichter reinkommen? Oder denkt ihr, dass gerade für ältere Spieler dann individuelle Spielstile eingeschränkt werden, weil sie ihr festgefahrenes Interface haben und Add-ons dann vielleicht nicht mehr funktionieren, weil sie von Blizzard geblockt werden? Es kommt darauf an, wie das umgesetzt wird. Wenn das mit den HP-Leisten und den Kicks-Anzeigen nur ansatzweise so umfangreich wird wie Plater, dann müsste das eigentlich funktionieren. Und wenn das Damage-Meter auch das zeigt, was es zeigen soll und nicht auf einmal die Hälfte vergisst. Aber ansonsten finde ich das gut. Das wird ja auch die Performance verbessern, wenn du nicht so viele Add-ons benutzen musst. Ich finde, es fehlt vor allem, was das UI angeht, eine bessere Beschreibung, wie man was wo verändern kann für jemanden, der komplett neu ist. Ja. Ja, du hast einmal dieses Fragezeichen Bearbeitungsmodus und dann hier mach. Und bitteschön, viel Spaß. Ja, Und dann hast du dort 20 Knöpfe und du weißt nicht mal, was ist. Und dann ist das, glaube ich, auch gänzlich überfordernd für einen neuen Spieler. Das sollte noch ein bisschen vereinfacht werden, denke ich. UI-Anpassung. Weil sind wir mal ehrlich, mit dem Classic Standard UI, wenn du dann doch mal erfahrener wirst und in ähm, komplexeren Content gehst, kannst du eigentlich, also meines Erachtens nach nicht spielen. Also ich habe ja persönlich nur 3 Add-ons drauf. Ähm, Ich glaube, wenn ich raiden würde, würde es mir vielleicht nicht reichen. Für M Plus und den anderen Content ist das durchaus ausreichend. Und eigentlich, ich meine, Details brauche ich zum Beispiel nicht. Das Eigentliche, was ich eigentlich brauche, ist irgendein Add-on, was mir ansagt, dass ich was für Attacken kommen, wo ich ausweichen muss.
Genau, und das soll ja laut Blizzard auch mehr in das Spiel integriert werden, Mhm. gerade was Boss-Mods, Leisten und Damage Meter waren die genau, großen Ja, Features dass jetzt. Dinge dann halt hätte ich gar nichts besser mehr. angezeigt werden, Ja, beziehungsweise früher angekündigt werden, besser sichtbar sind, ohne dass du ein Add-on dafür brauchst. Was dann vielleicht auch gar nicht mehr funktioniert, wenn die wirklich diese Anpassungen machen, dass du mittels einer Weak Aura oder von dem Add-on gewisse Dinge nicht mehr tracken kannst. Ja. Gibt es ja jetzt teilweise auch schon. Also gerade ich persönlich im Raid meinetwegen, guck manchmal nicht mal auf die Timer, sondern höre auf, was der Boss sagt. Weil immer dann kommt eine bestimmte Attacke. Nehmen wir jetzt mal Dimensius auf den Plattformen mit diesen Leerwandlern. Hat er immer eine bestimmte Voiceline, die der sagt, wenn der diesen Stein da wirft. Ich gucke da nicht drauf, wann der den Stein wirft. Ich warte darauf, bis der was sagt. Und dann gucke ich, welchen Arm hebt er und gehe in die andere Richtung. Genau. So. Und das ist ja eigentlich ein guter Anfang, dass das Audiovisuelle noch ein bisschen mehr gefördert wird. Dann brauchst du auch die Add-ons nicht. Ja. Ja, ohne GTFO zum Beispiel kannst du ja teilweise M Plus nicht spielen. Gerade wenn du so Big Pulls machst. Du siehst ja nichts mehr. Du siehst Das ist, teilweise nicht, ob du irgendwo drin stehst. Du hörst es einfach. Und wenn du ja, es nicht hörst, bist du tot. genau. Bestes Beispiel, Biokuppel Aldani. Der Trash nach dem ersten Boss mit diesen Arkanflächen. Ja. ja, ganz GTFO furchtbar. löst er aktuell nicht aus. Ja. Und wenn es auslöst, bist du schon tot. Ja. Gerade auf hohen Keys ist dann schon Ende Gelände. Ja. Und solche Sachen dann einfach nochmal ins Spiel, also so ein GTFO im Spiel integriert. Es ist ja auch Das wäre teilweise, die, die haben lilane Monster, die machen lilane Attacken und hinterlassen lilane Flächen. Und wenn die dann auf da, lilanem Boden. ja, auf lilanem Boden, wenn dann da wildes Gekloppe ist und du da, keine Ahnung, 2 Packs, 3 Packs gepullt hast, du siehst nichts mehr. Und ich möchte nicht, wenn ich das Spiel spiele, gezwungen sein, meine Grafik auf Holz runterzustellen, nur um dann die Effekte besser zu sehen. Das stimmt, ja. Aber das wurde ja angekündigt, dass der Wettkampf zwischen Add-on-Erstellern und Weak Aura-Bastlern versus mehr und schlimmere Boss-Mechanics so ein bisschen aufhören soll. Mhm. Ja, also man nimmt den Leuten die Möglichkeit, mit einem Add-on was zu tracken, macht es aber gleichzeitig einfacher. Ich denke, das ist ein sinnvoller Weg, weil dadurch sparst du auch viele Systemressourcen, was Ja. wiederum für die Spieler gut ist, die dann keinen NASA-PC brauchen, um WoW zu spielen, weil sie so viele Add-on installiert haben, weil sie sonst nicht zocken können, aber auch irgendwie nichts mehr auf dem Bildschirm sehen. Ja, du Und kannst ja 20 Add-ons das denke drauf ich, eine gute machen, Sache. aber du hast ja teilweise gar keine Zeit, überall hinzugucken. So viele Augen hast du gar nicht. Richtig. Ich denke dann, wir müssen schauen, was jetzt wird. Ne? Was davon umgesetzt wird, in welcher Form Mhm. und welchen Weg sie da gehen. Ja, eine große Hilfe könnte auch sein, dieses, wo wir schon jetzt öfter darüber gesprochen haben, wenn du kickst und jemand anders kickt auch, dass du deinen Oh Kick ja, wieder bekommst. Das ja, würde ja, schon so viel helfen. definitiv. Naja. Wir sind guter Dinge. Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir alle großen Punkte von Midnight durch. Was meint ihr? Welche Features halten euch am meisten? Und wo habt ihr vielleicht irgendwo Bauchschmerzen? Schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare. Und vergesst nicht, nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Tschüss, tschüss. Und lasst uns gerne ein Abo da und ein Like. Ja, und ich danke dem Chris, dass er hier war. Gerne, gerne. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.